Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Jam & Go und Mike Van Dyke, ja? Grüße, Jam. Grüße, Mike. Ich sende einen Freund aus Irak zu, dass wir live sein, weil der kommt vielleicht. Na, cool. Und mit dem ist echt lässig, auf Englisch zu reden. Anders. Oh ja, der kennt uns einmal andere Sichtweise von der Welt erklären. So ist es, der ist ein Iraker. Das ist sehr schön. Und sehr netter und interessanter Mensch. Also ist 41, gleich alt wie ich, geschieden und hat ein Kind. Du? Und die haben gesagt, du bist da einfach gebläst. Nicht, habe ich gesagt. Ja, Super, Kinder haben. So, Kinder ist schlecht, ja. so ist. Wird mir nie vergönnt sein, aber hey, für andere. Du, er hat ja gesagt, er wünscht es mal. Schon, wenn du willst. Auch die werden es gleich schreiben. Ja, ich mich auf andere Sachen konzentrieren, weißt du, das ist ja wichtig. Hey John, brother, I'm online now with my YouTube channel. It would be great if you join and abonnent and like, and when you click on live, you can join the conversation with us. Yes, we would appreciate it really when you come, John, when you have time. Yes, I wish you all best. Stay healthy. See ya. Sehr John. Fein. Na, gesagt, er kommt sicher, wenn ich Bescheid sage. Also, wenn er Zeit hat, hat er gesagt. Freut mich. Schön, Leute. Schön, Verschiedene Freut uns. zum Segen im Leben. Besonders von den östlichen Staaten, weil von denen hört man bei uns ja gar nichts. Wie ich ja gesagt, wenn er ein Bier trinkt, hat auf der Straße hängen sie auch. Oh. Ja, wir kennen das eh von Riad und also nicht, weißt du? Ja, das wissen wir. Alkohol steht komplett verböhnt, was hier stehen kann. Er hat gesagt, der Hampfler, nicht, wenn du da eine Stange hast. Nicht, irgendwo verbieten, aber ich verstehe es, warum man Alkohol nicht gern sieht. Ich verstehe es vollkommen. Also wenn du in der Gesellschaft anschaust, am Samstag, ich bin das letzte Mal um 1 in der Früh, da war Halloween, nicht wahr? Alter Schwede, was da? Jötten rennen durch. Ich triff lieber 10 Leute auf Trip oder irgendetwas, Alter, wie auf Alkohol. Alkohol ist für mich das, weißt, eine Zündbombe ab und zu, verstehst du? Weißt du nicht, Alkohol ist wirklich ein Einlass für Dämonen, weißt du, im Hirn. Ja, richtig. Your spirit is hast your spirit of nicht ein ganz starkes Getränk, hast der Spirit. Richtig, nicht? ja, Alter. Das Feuerwasser. Ja, es gibt viele Dämonen nicht. Ich weiß es selber, verstehe. Natürlich. Kennst du das Lied Mr. Brownstone nicht von Guns N' Roses? He won't leave me alone. I used to take a little bit more than before. Das kurz vorspielen? Nein, weil dann kriegen wir nicht right. Okay, passt. Dann lasse ich das komplett hier über. Heute macht die Regie eigentlich der Mike Van Dyke, weil mein Setup fucked up ist. Mit der Staircases of Disbelief heißt also die Treppen des Nicht-Glaubens. Ne? Also, und das werden wir jetzt als erstes eine tun, das wird euch taugen, es geht nur 14 Minuten. Und also es sind gute Videos, was mein Bruder kennt und was er weiß. Sehr heute schon. Das gehen jetzt alte Videos, die aber einen Wert haben, die wirklich einen Wert haben. Gott sei Dank habe ich ein paar gespeichert, ja. Sollte jetzt alle machen, dort diese Informationen speichern, weil die werden nicht immer... Richtig. Du findest auf YouTube nur noch Klumpert. Richtig, eben. Diese Videos findest du nicht mehr. Da musst du wirklich tief graben. Ja, da musst du genau wissen, wie du das schreibst. Nicht der Masal bringt dir etwas. Ja, crazy, ja. Krank.
Und wenn du von Anfang an nicht weißt, nach was du suchst, hast du sowieso keine Chance. So ist es, man. And Okay. today, Ja, ich hau's einfach einmal hinten, oder? Und stay dann with us, man. Bildschirmteil. So, Passt. Und an dem man siehst du schon? subscribes, likes, shares, leideln. Michi, du kannst gern ab jetzt loslegen. Sehr schön. Also los geht's. Ja. Disbelief. So we're going to tie here Yes, nihilism yeah. to flat Earth, right? If you consider the ability for people, this is what you're talking about, the ability for people to grapple with very controversial parapolitical ideas or with hugely alternative perspectives on, let's say, historical events, globalist politics, metaphysical ideas, just this sense that the great holographic illusions of reality must be encountered if you want to know what's going on. And there's different levels of that. And for me, a useful thing to do is place things within a sort of classification system of elevating incongruity, right? Elevating astonishment, higher and higher level. Ja, Untertitel, Getlei, Englisch. Also unten automatisch übersetzen, jetzt geschafft. Ja? Okay. Dann auf Deutsch. Okay. Kann man nochmal zurück, oder? So. Die möchte gehen. Bist du auf Deutsch gegangen? Nein. Ja. Genau. Automatisch Deutsch. Automatisch übersetzen. Ja, auf Deutsch. Siehst du das? Okay, super, perfekt. Das habe ich nicht gesehen, das hat es mir nicht gegeben. Jetzt gehen, alles klar. Let's go. Okay, cool. The staircase of disbelief. So we're going to tie here nihilism to flat Earth, right? If you consider the ability for people, this is what you're talking about, the ability for people to grapple. Mike, ganz kurz. Von wem kommt das Video eigentlich? Von VeritasRadio.com. Neil Kramer hat das da. Ich stehe gerade auf dem Ding. Ne? Wenn wer einen Link will, bitte einfach reinschreiben. Wir schicken den natürlich raus, dass ihr das Video auch haben könnt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es VeritasRadio noch gibt. Ich sage, das ist schon. Warte mal, wie alt ist das? Das ist jetzt schon 5 Jahre, das Video, ne? Was er aufgeladen hat. Ja, aber ich weiß nicht, wenn wir es uns auf besonderen Moment angeschaut haben, das weiß ich noch ganz genau. Und da ist mir so gezeigt und das hat mir voll getaugt. Ja, weil es richtig ist, weißt du, man geht immer einen Schritt und dann geht man 3 Schritte zurück und wieder einen Schritt vorwärts. Und weil es schwierig ist in dieser Gesellschaft heute, was der heute noch dabei ist. Ja, passt, gehen wir. The staircase of disbelief. So we're going to tie here nihilism to flat Earth, right? If you consider the ability for people, this is what you're talking about, the ability for people to grapple with very controversial parapolitical ideas or with hugely alternative perspectives on, let's say, historical events, globalist politics, metaphysical ideas, just this sense that the great holographic illusions of reality must be encountered if you want to know what's going on. And there's different levels of that. And for me, a useful thing to do is place things within a sort of classification system of elevating incongruity, right? Elevating astonishment, higher and higher levels of mind-bending improbabilities, right? So in my work with individuals, which is like 90% of what I do, we call this funny idea the staircase of disbelief, right? And let me just explain what that is, because it's dead simple. Imagine a staircase that stretches up into the sky, into the clouds, right? And low down on that staircase are certain subject matters where you can take a step on it, a little step. Let's take an easy one. JFK was not assassinated by Lee Harvey Oswald, right? So let's say that's step 1. So that's a conspiracy that is kind of obvious. And anyone who's just looked at that for 2 seconds thinks, well, he can't have done. It didn't happen like that. There's something else that went on, right? Okay, well done. You've just taken your first step on the staircase, right? So you've got your foot on the first stair, you're on it, right? Let's take another one, easy one. WMDs. Iraq did not have weapons of mass destruction capable of reaching England or America in 2003, which was used as the justification for an invasion of a sovereign nation
Weapons of mass deception is what was used. That's right, weapons of mass deception. Weapons of mass destruction were not real, and Tony Blair and George Bush lied. And people who exposed that deceitfulness were assassinated, like Robin Cook, the British MP. He exposed that lie, and they killed him. Let's say that's step 2, right? You see where I'm going with this, yeah? Sure. And you're on the steps, and there's other ones. We could go through a bunch, but let's say you get the idea. Low down on the staircase, there's some slightly unbelievable ideas, but nevertheless, they are true. And once you've taken a few steps up there, you then start to get the idea that the world is not the way you thought it was. And then you get, let's say, midway on the staircase, 9/11. 9/11 was not due to 19 Arab hijackers. First and foremost, because many of them have turned up alive. Fact. Go and check that out. So right from the start, it wasn't. And then we meet, and you and I have spoken to this woman, Judy Wood, and people like that who have got a clear thinking head on the shoulders, who are not swayed by nonsense, not pushed by trends. Und ihr müsst euch denken, das ist jetzt schon einige Jahre Wie alt ist das Video? Nein? ja, also abgeloadet worden ist vor 5 Jahren. Ne? 5 Jahre, ja. Wahnsinn. Und damals war schon klar, dass da in der ganzen Welt irgendetwas logisch nach 9/11 und alles. Das hat ja einen Wie viele Satanisten schlafen hier. Das Saul, das letzte Video, da hatte ich gern, dass du das verlinkest. Da redet er über Adrenokrom, wirklich schlimm. Also es ist nicht leicht zum Anschauen, die ganze Sendung. Aber er redet einfach die Wahrheit aus und sagt wirklich geile Videos, weißt, dass das echt schon in der Presse umherennt und alles, weißt. Ja, sicher. Das ist unglaublich, weißt, wie viel sie schon nach außen treiben, weißt, wie gesagt, verstehst du. Das Schlimme ist, dass nichts mehr wirklich unglaublich erscheint mehr. Weißt, alles ist dann möglich, weil du früher gedacht hast, na, das kann ich kein Mensch stehen, denkst du halt ja sicher. Ja, ich weiß ja. Das die Menschen nicht, das tun sie uns nicht an. Nicht. Ja, die kennen halt eine gewissen Glaubensrichtung an, die was halt gegen die Menschen arbeitet, auf jeden Fall, ja. Sorry, Mom, it's calling. Ich bin kurz stille. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder Einzelne muss seine eigenen Schritte in seinem Leben unternehmen, damit er diese Sachen sehen kann. Je höher du kommst, desto weiter wird dein Horizont, du siehst wieder mehr. Das ist ja genau das sind die Staircases. Ne? Gehst einen Schritt auf, dann siehst du wieder auch der Horizont erweitert sich. Ne? Das ist ganz wichtig. Und darum geht es da. Sollen wir weitermachen, oder? Ja. popular themes, not threatened, who tells us that there's a serious problem on that day. That's a big one. That's kind of midway up the staircase, that 9/11. And it's, as you know, Mel, it's a big one. That it's a world changer for people. So that's a classic, what I would call in the old days, Stargate event. Once you've moved through that Stargate of that, 1 or 2 years personal study, things are never the same again, right? So let's say that's midway on the staircase. And on the next stair, mass shootings are often faked. So easy to see and prove that, so easy. But you see now, if you haven't ascended the previous stairs, you can't believe that. You cannot believe the idea that the US and UK governments, operating under instructions from global empire, routinely murder children and women and men to advance gun restrictions, aggressive mental health care policy, and a sort of, increasing dependence on the state. That's unbelievable if you're not already gone up the staircase. Are you with me? Oh, certainly. Right? Whereas if you have walked up some of those stairs, prior stairs, you think, well... Ja. Mama ist nur auf den ersten Step und da rutscht soll machen. Hallo, Gretel. Hörst du mich? Hallo. Tja, mein Gu. Christian. Hallo. Jetzt hörst du mich, jetzt oder? geht's wieder. Sorry. Ich habe dich nicht gehört. Also du hast mich jetzt nicht gehört, oder? Mike, hörst du mich? Ich rede die ganze Zeit. Ich höre dich. Hallo.
Mike, hörst du mich nicht? Hallo! Ich höre dich! Was tut dann schon wieder? Also, meinen auf stumm geschalten, ich völlig Idiot. Entschuldigung, Leute. Ich und Ja, Technik. ich frei da umhauen, oder? Ja. Schöne Grüße von der Mama, Michael. Kann ich gut sagen. Ja, danke. Und ich will sagen, Mama befindet sich auf der ersten Stairway da ganz unten da. Ganz unten. Da wo Ja, die da ruft halt Zeitschriften wieder raus, sind. oder was? Ne? Genau, so ist es. Leider. Leider. Paul, ja, da landen wir nicht. Aber ja. Paul ist ja der, so ist ja. Ich sag, man muss erst einmal die 5 gepackt haben, dass man auf die 6 kommt. Ne? So ist es. Wir haben uns schon aber vieles im Kopf zu brechen. Zusammen. Ja, und irgendwann wird es einfach leicht, weißt du. Und das Ja. ist doch so leicht, weil Stimmt. du siehst doch, du hast einen Horizont, den was andere nicht haben. Ne? Das ist eine Nein. Sicht weiter. Das Weißt du, ist je wirklich näher du so. ankommst, dass du einen größeren Horizont hast. Man nennt das auch Chakren. Nicht? Das sind die 7 Chakren, die was ein Mensch innerlich hat. Nicht? Du steigst auf in deinem Leben. Nicht? Das ist ja, ich glaube, der Sinn des Lebens. Du lernst verdammt gut. Wenn nicht, du bist indoktriniert. Du bleibst du stehen, du glaubst du nur mehr das, was man halt im Fernsehen sieht und das. Nicht? Du bist der Mensch, der stehen bleibt. Nicht? Du entwickelst dich nicht weiter. Leute um mich haben, wo ich merke, was steht, da geht fast gar nicht, verstehst du? Weil die sagen, da lesen wir uns vorher ein Buch zusammen durch. Die ganzen Leute am Hauptplatz. Ich mag nochmal mich in Die ganzen Leute am Hauptplatz, Christian, die sind 20 Jahre schon verstempelt. Ungewaschene. Ich will da nicht sagen. Ja, ist ja so. Leute, aber ich kann mit keinem über Conspiracy reden. Sicher sind es Leute. Weißt du, ja, das könnten sie ruhig hören, oder? Das sind ja nicht meine Kumpel, oder? Stimmt nicht, Michi. Und deswegen war ich einmal so enttäuscht, Michi. Ich glaub's mal, die reden, glaubt denen nie etwas. Glaub mir vorher eher. Von hinten ausgenutzt, gleich, oder? Weißt du, wenn es kommt. Ich weiß es eh, Michi. Bei mir haben sie gesagt, bei der Trennung von meiner Freundin, dass ich sie geschlagen habe, vergewaltigt habe, weißt du. Auch mal da nicht, Nein, aber ich meine, weißt du, wie falsch die Leute sind. Und vor allem, sie glauben ja alles, was da ein anderer erzählt. Weißt du, die haben die noch nie angehört, aber glauben jeden Scheiß, was ein anderer erzählt. Weißt du. Man muss sich immer zwei Seiten anhören. Immer. Ich halte davon gar nicht. Und deswegen mische ich mir in Leute ihre Beziehungen nicht hin, weil ich das nie weiß, was da abgegangen ist. Da, weißt du, da ist halt mal Gefühle sind da dahinter, die was ich natürlich nicht für so einen Menschen habe, also kann ich da gar nicht mitreden. Ne? So wie es verstehst. Die kennen sich ja teils, versteht, man steht Grazer halt auch gewachsen, das ist ganz etwas anderes. Das meine ich gar nicht damit. Jeder Mensch kann sich weiterentwickeln, weißt du? Und besonders, wenn ich ein paar Kinder und will ihnen das beibringen, ich habe jetzt öfter also auf den Mandi gedacht, Christian, weißt du? Auf den Mandi? Ja, ich weiß schon, wie du machst. Mit dem kannst du wegreden, weil er ein Wägerkäpfchen hat. Die meisten, leider in Österreich, bist du nur ein Feldtrottel, wenn du anfängst über flache Erde, die fangen ja, an zu besonders in Inseln auch programmieren hängen, ja, das stimmt. Du weißt wirklich, da fangen sie an crazy zu werden, weißt du, wirklich. Da kämen sie mit Sachen daher, das glaube ich jetzt nicht, Alter, wenn man so einen Scheiß weiß. Und wenn du auf ihr heliozentrisches Bild sagst, glauben sie es auch nicht. Verstehst du? Na, das glaube ich ja auch nicht, ja. Glauben ist also eine Sache, ja. Na gut, machen wir einfach weiter, mal entfernen sich da so. I can imagine that, to be honest. I'll need to take a look. I'm not just going to believe it willy-nilly just because Mel said it. Aber kurz nicht, Mike. Listen to what the evidence is provided with all these different guests that talk about. Muss ich sagen, dass heute hat ein Ding eine Geburtstagsparty gemacht. Ja, weiß ich, aber ich war ja dabei. Bitte, Alter, Vater, ich mein, hallo, Alter. Ja, aber Christian, das hat er, ich glaube nicht, dass er das wirklich ernst macht, sondern ich glaube eher, das hat er so heute auf der Rede gesagt, weißt du was, Haberer? Okay, einfach so, okay. Ich glaube schon, dass er mehr eine Verarschung war, als dass er so. Okay. Ich meine, du schuldest nicht nur ein Flache Erde T-Shirt. Also. Ja, gesagt, aber er hat mir eine keine Adresse geschickt. Der schickt doch eine Angst, oder? Der ist gar.
Keiner, Christian. Ich weiß auch nicht, warum der da ist. Ich meine, schau dann alleine. Ja, weil er entertaint, weißt, weil er so dumm ist, dass es die Leute schon wieder entertaint. Ich glaube Verstehst gar du? nicht, dass der so blöd ist, der Typ. Und Ich alle glaub, reden es auf ihn schlecht hin und er fährt trotzdem das- zurück, weißt, du, mit Dummheit. Wirklich. Schlechte Propaganda ist auch gute Propaganda, oder was? Ne? Richtig, verstehst du? Das entertaint. Da kriegen die viel Zuschauer. Genau, um das geht's, weißt du? Und deswegen den so um den Fight the Flat Earth und die ganzen McDoon und das sind ja alles so ein Kegel tue ich gar nicht mehr schön hinten, oder was? So ist es richtig. Ja, wirklich nicht. Natürlich. Weil ich 2 Stunden an, was ich für ein Trottel, was ich glaube, oder weißt du? Leider, der Ding spielt auch nicht mit. Also es gibt keine Community in Österreich oder Deutschland. Ich weiß halt nicht, wenn ich Fragen kann, außer dann habe ich schon gefragt, den Rico, nicht heißt er nicht, vielleicht aus Rico. Der hat einen Channel mit mehreren Leuten nicht, aber dann habe ich schon angemeldet, der hat noch nie zurückgeschrieben. Also. Ja, meine ja, weißt du? Und die schauen teilweise unsere Videos so wahrscheinlich auch gar nicht an, weißt du? Das ist schön. Aber schauen sich Leute dieses Zeug an und das ist schön. Ich weiß, unsere Sprache ist ab und zu ein Dialekt, das tut uns leid, Leute, wir sind Tiroler. Yeah! Dass wir uns verstehen, werden wir versuchen, ein bisschen Hochdeutsch zu reden, da wir das auch beherrschen. Wir scheißen auf den Knochen. Wissen schon nicht viel, aber fucking geht was. Ja. So reden wir eben, ja. Ja, wir sind halt so, deswegen sind wir auch zum unsympathischsten Volk der Erde gehört worden. Ne? Ja, ein paar Leute, sehr geil. Ja, unsympathischer Hund da. Ich habe ja gesagt, mit wie unten war Bier saufen, das ist unten, das kann ein Österreich, also abbrennen, mir sagt er dann. Da geht's halt zu, oder? Ja, du Depp, Tröttel, Arschlöcher, oder? Ja, fein, mehr bitte. Ja, Alter, schön lieber, unglaublich. Unglaublich. Wenn ich da an Ria denke, was steht, das ist komplett der vertraute Wald. Ja, weil's wurscht, weißt, ich verstehe sowieso nicht, dieses Chalance und dieses, müssen wir fein sein zueinander. Warum, Alter? Weißt, wenn ich etwas in die Fresse zu sagen habe, und in die Fresse auf, dann sage ich nicht mal, Herr irgendetwas, Alter, Sie sind ein Arschloch. Dann sage ich, nein, du bist ein Trödel, ein Wichser, Alter. Und ja, Kerst du gesagt, du, Mann, Kerst. Die meisten Leute fühlen sich halt angepisst, oder? Ja, natürlich. Das ist schon das Problem. Es gibt, wie du siehst, Streitgespräche. Das habe ich von dir gelernt, dass das wichtig ist. Ja, weil es auch nicht weh tut. Mein nächsten Tag ist wieder, weißt du, man kann ja mal anderer Meinung sein, weißt du? Das Wichtige. Siehst du, was ja fucking langweilig auf der Welt, oder? Wenn alle die gleich machen, darf man alle auf die gleiche Heute hupfen, die Arme, Alter. Und trotzdem für mich auf der anderen Seite, weißt du, wer gesagt, er hat das auf Deutsch zu Fleiße teils gesagt. If you don't be able to read the scriptures, weißt why you're here, weißt du, also auf die Art, weil ich halt Leute ziemlich zugehört habe, nicht, weil ich mich in den Topic nicht auskenne. Verstehst du, ich habe die Bibel noch nicht gelesen. Es ist schwer bei dir, Leute, überhaupt ein Gespräch zu finden. Was finde ich auch gut. Und früher bist du was da umgehört, wenn du das nicht getan hast. Das hat und mir vor allem, weil wir aus einer anderen Kultur kommen, weißt du, wir haben halt eine andere, logisch, wir kommen, hey, ich habe auch die Kirche auf einen langen Fall gezogen, Michi. Das hat er mal geschaut. Jetzt hat er gesagt, wow, was ein Building, das ist nicht. Ja, jetzt. Kennen das nicht, die kennen gleich Stahlbau. Nein, komplett anders, verstehst du? Komplett anders. Ist ja logisch, nicht? Das kann man, ich sage ja nicht, und das ist schon, dadurch, dass wir sehr viel im Ausland waren, haben wir viele Sachen gesehen, Christian. Nicht? Das kann ein anderer gar nicht. Also, das ist unique. Das ist unique. Sage ich dir. Ausländer 15 Jahre in unserem Leben, Christian, weißt du? So ist es. Das kann einfach, der was allem da gewesen ist, wir sind etwas Besonderes. Ne? Ja, Michi, und wir haben mit einem geredet, der echt Ehrenverstand hat, und er hat gesagt, so schön, die kennengelernt zu haben, und er hat gesagt, er war so, und ich eben auch, weißt du, mich freut, dass ich auf der Ehrlichkeit, Christian, das ist so wichtig, oder? Ehrlichkeit bringt die, bei den Leuten, die was über ehrlich sein, am weitesten, oder? Aber alles andere ist alles ein Bullshit, oder? Diese Halbwahrheiten, oder? Lass jetzt die einfach weg. Sei bitte oder? Weil das bringt niemand. Man muss nicht cool sein, man muss nicht toll sein. Da weißt du. Und ja.
Ich hab gesagt, er ist ein reicher Mann, weil er einen Sohn hat, Alter, echt ein Lügenarsch. Er ist ein reicher Mann, habe ich gesagt. Du kannst mit Geld nicht aufwiegen, Alter. Das ist also. Kinder. Das hat der Jesus und der Gott ja angewählt sagen. Nicht, um das geht's nicht. Deswegen war der Jesus ja der König der Bettler, der Armen. Weißt? Aber er wollte nicht. Deswegen ist er mit Sandalen durch die Wüste gerannt und nicht mit Nikes. Er hat sehr viel Gutes getan, nicht? Und was ich weiß halt nicht. Er hat den Leuten einmal einen Spiegel vorgesetzt, wie es anders sein kann und dass das funktioniert. Ne? Und damit man halt so Das ist viel schöner. Das ist ja furchtbar für einen Gegner auf der Welt oder. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Oder wenn ich meinen ganzen, weil eine Liga geht zur anderen, die Liga führt wieder zur anderen. Du baust da ein Kochtenhaus auf, bis irgendwann die Kocht einfach weggezogen wird und du brichst da der ganze Streit zusammen. Und oft. Wir haben halt echt eine Hoffnung gesehen, wie ich mit der Samira bis Neuter Apotheke und zurückspaziert bin, eine sehr viel österreichische Babel gesehen mit Kindern. Hat mich voll gefreut, weißt du, einmal wieder. Da war mir auch cool, dass es nicht Und wenn anders die Sprache wieder einmal herrscht, weißt du, und nicht all bleibt dieses Gula Gala, Alter, da werde ich echt, Alter. Nichts gegen andere Menschen auf dieser Welt, aber hey, alles was recht ist. Man muss sich in seinem eigenen Land schon wohlfühlen dürfen, Alter. Das ist halt Voraussetzung. Ne? Und bietet mir ein Verrückter vor einem Supermarkt 1000 Euro für meinen Hund an. Ja, das glaubt man denn, was ich bin, Alter. Denn ich 9 Jahre besitze, Alter. Da gibt es einen guten Film, was der heißt ein unmoralisches Angebot, weißt du? Ja, genau. Da ist also ein Reicher, der was halt den anderen Millionen, Alter, wenn ich mit deinen alten Knochen darf. Ne? Sagen sie ja, nicht? Und doch da kriegt er voll die Gewissensbisse, logisch. Ne? Nicht so, ja. Ja. Und so etwas tut man einfach nicht, weil das ist unmoralisch, weißt du? Das ist. Geht nicht, einmal geht nicht. Geld alles kaufen, nein, nicht beim normalen Menschen. Weißt du, beim mir extra, mich egal, wir sollten egal schwimmen können. Was Geh mal. Ja, nein, von der Family mehr her, verstehst du? Da hat sich wieder, wirklich nicht der Christian, weil das ist ja ganz anders. Ich möchte nie in diesen Plätzen sein. Aber ich finde es witzig, wenn man jetzt in mir wahrscheinlich schauen, dass ich den Sport oder so weiter und so fort. Egal, was du aber was von mir gehabt vom Ausland. Oder egal, Alter, ja nicht zu Mama gesagt, Alter. Das hat sie zu mir nämlich auch gesagt, weißt du? Hat sie gesagt, ja, der Christian macht das richtig, er halt überall. Dann habe ich gesagt, nein, der Christian, das tut nicht gut. Verstehst du, du musst das betteln überall, weißt du, und ja, das aber richtig sein. Was, Christian? Das ist getan. Ja, das musst du wissen, Christian. Ich darf von dir leider nicht einen Cent haben. Ich habe jetzt quasi eine Chance bekommen, weißt du. Ja, das reden wir auch. Das ist Privatkrise. Genau. Schauen wir das Video. Leute, schaut rein außerdem, gell? Wir sprechen über alles Mögliche, aber schaut halt schöne Videos einmal an. Easy peasy, oder? Easy peasy, so ist es, Leute. Warte mal, Chris, soll er weg zurückgehen? Ich bringe ein Ding für die Globers, gell, wenn sie in der Nähe sein, macht ein Clip. Jawohl, so ist es. The next thing. Ist great, wie du geschrieben hast, Rest in Peace, glaube ich. Das finde ich so geil. Das ist so geil von. Mit du RIP geschrieben hast. Geil, Alter. Echt. Es ist so. Es gibt nichts. Steht unter meinem Namen. Shootings and psyops and whatnot, and I'm going to check it out. And it really isn't very difficult to be a quality researcher. It's really not. You need to train yourself, you need to develop discernment. It takes a while, but it's not hard. It really isn't that hard. And when you look at it, you see the staggering problems, particularly all the doctored photographs in Sandy Hook. Big giveaway, big giveaway. Another one on the midway point. The media is not fair and never has been. Never has been. Once you start to grasp the magnitude of empire, that's not too difficult to get to that, right? And then you get to another one. This is a tough one for some people because we're midway. We're getting higher on the staircase now. Is it possible
that we conceive of a situation where all kinds of organizations, like the United Nations and the Bank of England and Black Lives Matter and Antifa, anti-fascism, Occupy, Campaign for Nuclear Disarmament, Women's March, is it possible that those groups are actually bad? That they appear to be grassroots uprisings of people wanting equity and justice? Of course. No, wrong. That's not what they are. They've not arisen organically, and they do not represent reality. They are conditioning beacons, and they suck in the unwary and empty them out. They sort of amplify unreality only to create this extended movie, this long play movie that goes on and on and on and on. Fake polarizations, always fomenting division, always exploiting the weakest members of society, people with nothing, who don't have a chance to sit back and educate themselves, who don't have a chance in hell of that. They have no idea. Es geht wirklich so verlorene Leute, wurscht. Lost. Einfach lost. Verloren. Ja, logisch. Die Sie haben nichts mehr. kein Anker. Nur Die haben nichts mehr. eine Fassade. Das ist fertig. Ihre Ich war ja Fassade. selber angefangen. Also ich konnte aus Ja. eigenen... Natürlich. Ich habe nichts mehr. Nichts. Jeder war weg, Alter. Alles Ja, hat abgerissen. Man muss einen Respekt da haben und so weiter. Ich brauche keinen Respekt. Ja, Jawohl. Schon schön, Alter. Schön. Bringt doch auch nichts, wenn sie in dein Ding drin Das war so schön mit dem Hund, so geil, echt geil. Die Natur ist so ein Traum. Ja, das stimmt. Aber weißt du, durchhalten muss man es halt auch, weißt du, weil es ist ein anderes Leben. Du kannst halt gleich mal draußen scheißen, heute im Winter oder ein paar Minus, 10 Grad, gerne mal außen scheißen. Wäre mir, wenn wir dadurch eine andere Society hätten, das machen. Nein, ich sag das. Sachen hat ein normaler Mensch macht die nicht mit, weil muss er nicht. Ist echt schade, dass ein Mensch überhaupt so weit gehen lassen. Wir leben komplett falsch, nicht überhaupt nur mal mit der Natur, nicht überhaupt. Ja, deswegen, das ist ja genau das. Ne? Überhaupt nicht. Deswegen ist es ja wichtig, dass man die andere Seite sieht. Nicht? Und macht Kommentare, wir haben irgendwas begeben. Hey, Jimmy! Who is here? Jimmy ist da. Hi, Jimmy! Hey, Jimmy! Jimmy Anis, hey! How are you doing? Nice to see you. Hey, yo! Cool. Freut mich. Ja, schön. Wir schauen uns echt ein geiles Video an. We look a great video. Du musst ja auf Englisch. He's English? That's English? Yeah, see good. Okay. We're looking at a great video, Jim Anis. So, Mike, go ahead. Yeah, just enjoy. We're just cracking inside here. Wait a little bit, They Mike. are the foot soldiers of those Just a groups. Oh, second. wow. Something for you, man. Okay, go ahead, man. All right. Oh, really? So all that anti-fascism stuff and all those good people who think that that's all garbage. That's right, that's garbage, all of it, all garbage. That's a tough place to be. If you can stomach that, then you get further up, let's say the top parts of the staircase. World War II is almost the exact reverse situation as we've been taught in the timeline. Almost the exact reverse of everything. Who the Allied powers are, who the Axis powers are. It's almost back to front. World War II is one of the biggest psyops that you've ever seen in your life because of the extended period of time for it. The Holocaust, millions of Jews. Did millions of Jews die as part of a organized final solution in gassings? Did that happen or did it not? And then you come to other things that are more impersonal. The sun and the moon, they're not far away. They're not what we think they are. Before the sun and the moon, let me just mention this. If that is true, the Holocaust did exist, then why is it that the deaths that happened in the former Soviet Union, which were it dwarfs what happened in Poland, Austria, in all those countries, Germany. Why is that not publicized as much as the others?
Right, exactly. That's part of like 100 things to look at about World War II. Mike, a That's second, like number please. 58. Absolutely. You're absolutely right. Really I love to grind up a real good one. Jetzt warst du gerade abgehackt, Chrisel. I enjoy to have a good, hemp and what people made, because you see the difference immediately. You know what I mean, Mike? No. What do you mean? Here you get very shit hemp sometimes. Was machst du, Chrisel? Gestrütter Hanf, weißt du, der Scheiß, weißt du. Ja. Ja, ein richtiger selbstgemachtes wieder. Das ist sein Unterschied, weißt du. Das ist schon wieder Augknospig, weißt du. Das hat Trichome und alles, weißt du, geil. Schön. Ja, das hat man so wehgetan, weil du mal das letzte Mal den Scheiß verkaufen hast, weil der beste Typ bin. Ja, Michi, weißt du, ich habe zu wenig geschaut, die haben mich einfach verfilmt. Ja, verstehe. Voll recht, hast voll recht. Passt doch, da machen wir weiter. Ne? Machen wir weiter. important, but do you see what I'm saying here, Mel? Because you've already taken many steps up the staircase, I can walk into your living room and say, hey, how about that Holocaust? And you're like, I know, it's crazy. I wonder what the situation is. There's so many question marks. You can do that in 2 seconds because you've already walked up the staircase. Even if you've only just heard that bit for the first time, stair 78 for the first time. Yeah, but you'll go to Europe to a question because you'll go to jail. You'll go to jail because people in Europe are not allowed on the staircase. They're not allowed on it at all. If I go down to the local coffee shop here in my little town in Washington State and start talking about that, I think the police would arrive and they'd take me off in a truck, and think, well, that's some sort of racial hatred thing. What on earth are you talking about, you anti-Semite, racist, xenophobic, bigot, white, privileged bastard? What on earth are you talking about? No, you wouldn't do it because we know that no one's gone up that staircase. Nobody's done it. You go up further. The Earth is not a sphere. The sun and the moon are not what you think they are. Same size, not far away. There is no gravity. Humans are ensouled children of divine. What the hell? Soll ich es nochmal spielen? Ja, jetzt. Warte, glaube ich. Cool. Source. Thanks for the break. And right at the top of the staircase, God is real and loves you. That's the hardest one for anyone to fucking believe. The hardest one. Even stupid religious people don't really accept that in the heart. Ganz genau. Das ist das Schwierigste, also das zu verstehen, also that God loves you. It is the hardest thing. I called my brother insane when he was told me that the world is flat. Ich habe ihn für verrückt gehalten, Michi. Soll heißt etwas. And I know my brother very well. That he don't speak shit. And that was a hard part. Echt. Bis du es oft akzeptierst, nicht? Du kennst das ja, nicht? Du hast das ja durchgemacht, ja. Easy, oder? Ja, du hast das selber gemacht. Ich habe es dir jetzt gerade gesagt, quasi, nicht? Das stimmt, ja. Du hast das selber gemacht. Ich mache es aus, oder? Das ist alles so. Natürlich, gelernt haben ist aber auch in meinen Stunden. Staircase to Heaven, oder? Das ist der Original. Das kann doch so ist es. Genau, wo so jeder gehen muss, sehr oft. Ja. Und das vermisse ich ab und zu beim Beach und so, dass sogar glücklicher sein, weil es viel schlimmere Sachen gibt wie Trinity bei den Bibeln, verstehst du? Ja, das vermisse ich ein bisschen. Das, weißt du, dass er einmal sagt, fuck you und Loch drüber, verstehst du? Das geht da jetzt eigentlich nicht. Es geht da um ein Bibelvers und nicht über, es gibt so viel schlimmere Sachen auf der Welt, verstehst du? So viel schlimmere. Ja, und es geht um die Frauendinge. Ja. So. Definitiv. They have a different version of it. That staircase of disbelief is what allows one person
to examine a thing and another person not to examine a thing, you forget, Mel, and I say this tongue-in-cheek, you forget how far you've already come up that staircase over the last 15 years. You forget how many steps you've taken. And exactly that's what often the problem is. You forget how far you have become because you're getting entangled in just what is now, and you know. Of course, but it's like follow away, step for step. You go Yeah, deeper and and deeper. you forget very fast what happened like 5 6 years ago and how far we gotten from them. When you once know it, you see it every time. Every time, You're entangled in like the like paradigm. awaken. Yes. Because the world has changed. Before 5 years, it was a completely different world, as I know. Completely. Completely. Oh, Great. interesting. Deep inside the rabbit hole. And you forget Deep inside the rabbit hole, right? what giant cataclysmic paradigm shifts you've had in your own private mind, in your own heart, in your own thoughts, personally in your life, with yourself, with your family, with your friends, with your business, with the audience, with this, with everything. We forget how far we've come. And just for a second, you stop and you look down and you realize you're at the top of the staircase. You're right there thinking, anything's possible. Stair 100. Anything is possible. There's many people walking around who may have taken one step or two steps or no steps. You cannot go midway or high up on the staircase and just say, hey, what about World War II? Apparently, Hitler was a real nice guy. You can't do that. You can't do that because it doesn't work. And what parapolitical researchers forget is the entire existence of these building blocks of ontological considerations, of considerations of what is real, epistemological considerations. How do we know what is real? How can we understand the scope of truthfulness? What does that even mean? Walking up that staircase in our own private studies answers that for Mandela effect. What does it mean? Where does it come from? This all changes our perspective of reality. When you know things of this, you know that we see just 2% of Yeah, we are our controlled by satanic bastards, we are psychopaths, people. We are psychopaths, fucking killing, eating children, drinking blood. If you are in this world, this is home, use crazy, just insane, satanistic bastards. it's also a stairway. Yeah, It's also a stairway. But in another direction. they're living their religion and they're really insane. The This one guy- nation. For this guy, is what he's doing. If he, I don't know, kills a child, it's good. Of In course, his they paradigm, fucking great. torture the children, then they eat it and drink the blood, so you get the most adrenochrome. They Yeah. have their rituals. This is They crazy. love it. Insane. Yes, I love it. And one chemical was talking. He was saying adrenochrome is like 10 times stronger, like heroin. It gives you a push, a really strange push, and it makes you younger. That's why these fucking bastards live so long. Christian, ich glaube nicht, dass du das mit irgendetwas vergleichen kannst, weil es kommt von Menschen. Das ist, you harvest humans. I think this is not a drug itself. It's it's to see something. If you take something you should never do. Bitte ausreden. Yeah, sorry, man. If you take the essence of somebody, you take him inside of you. So you have his you know what I mean? You take his energy, you suck his energy. There are also crazy dentists outside. They do ritual while they make operation on you. I heard about one victim. He said he never was the same again after the operation, and it was really a crazy doctor.
But if you're not in an understanding to what is happening to you, I think you go crazy. You know, I think that if you do something like this, I mean, you know the film Fear and Loathing in Las Vegas, Chris, no? Really? Does this, you know, where he About takes the things, ultra then they wake up, you know, everything is swimming and everything, and there it is, you know. yeah, and when he comes with the adrenochrome, you know, and he really gets fucking crazy, yes, and it is like They this. extract it from the brain, and you have to really do bad shit to these people, because then the brain You have to punish them, to is fear them, yeah, fear and hate and everything is in there. You know, this is the essence of Then the brain shuts the most out of this adrenochrome. And Michi, how the web browser called Chrome? yeah, exactly. Chrome, 666 you know, see the connections. Yeah, sure, it's everywhere. You know, they show you in plain sight, of course. Oh Bastard. wait, I see you talked a lot. Sorry, I'm a little high, you know. You're loading in. Jim, hi, wait, I go up. I will say, hi, Jim, Amis, Gatsy. I don't know now. I don't understand this. Sandra, Jim Anders. Hi, Jim and Mike. Hi, Sandra. Love you, Sandra, you know. Sandra, nice. You too, guys. Jim, yeah. This I'm up to. Hi, We nice try to see you. to make this in English because the German people don't like us, so we make Ja, this viele amerikanische Freunde und sie sollen auch ein bisschen was verstehen. For sure. Christian, hou einfach hinten was der or sing. We are all speaks, man. When I Maybe. have to speak like this, you know, we're gonna speak together. Crazy. Go ahead, Mike. Yeah, let's finish this. Just play. For us in very personal, meaningful ways. So, like I say, I can walk into somebody's living room in this audience, pick a random guy, a random woman, and we can dive right into stair number 72, right into stair number 97. And they'll be like, wow, it's incredible. I don't know if it's true. It could be garbage, but I am prepared to look at it. And I don't have any investment. I don't have any problem looking at these issues. And I'm not in the least racist or anti-Semite, of course. That would be stupid, megally stupid, hugely stupid. It doesn't even go on the radar. However, in mainstream society, there is no staircase disbelief. It doesn't exist. All of that stuff is untrue, every single last minute of it. And there is a lot of people walking around who don't even want to take the first step. They don't want to know. And here's why. If you take step number 1, Lee Harvey Oswald did not kill JFK. You have to go to step 100. You have to go all the way up to step 100 in due course. And deep inside, everyone knows that, and they don't want to take that journey because it's hard. Oh, yes. It's hard, it's ugly, blood will be spilt, people will be lost, people will disappear, people will laugh at you, people will take business away from you, people will mock you, people may even lock you up. So most people, they hover the foot over that first stair, you know, when you're just about to stand on a stair, and they think, you know what, if I take this first step in due course, in the fullness of time, I might have to go all the way to the top. Flat Earth, God. I don't know whether I can do that. I don't even know whether I want to go there. And again, I emphasize this point, every single stair is a question mark. It's not whether this is the case or not. That's a very personal decision. We don't need to objectively agree on anything here. It's a personal journey, a personal staircase. All they are question marks. Flat Earth, there's a lot of big, important questions there. Really important questions. Anyone who writes that off needs the brain examining.
I need to We go back and are get the crayons this out and start house again. night. Yeah, sorry. Just a pause, please. Sandra asked a question. Any mic abuse will result in expulsion from the auditorium. Please limit your text questions. Please limit your text questions. So Sandra, we come from Graz. This is near Vienna, Austria. Yes, it's like in the middle of Austria. So Styria. that's where we come from. Yeah, Styria. Yeah, Styria, Austria. It's the capital of Styria, and it's a small country, you know. Once we were fucking the whole European. It was a big land. Austria Reich, Österreich. Austria, Hungary, yeah. We lost everything. We lost everything. No problem. It's good. That's how history works. We were the losers. We are the losers. We are losers. No, we had hard times, yes. We was once a big fucking land. Fuck. With Kaisers and good money system and good people. Intelligent people. They all fucked up everything. Scheiß Rothschild. Bastards. Is so sad. Well, it doesn't matter. This is what's happening. Christian, du kannst vielleicht einmal inladen. Da steht da ein Link hinten oder so, wenn es hinkommen will. I have a link above. When somebody wants to join, above is the link. Yes, I stream it one time for you. It's above already. Yes, this is the link. You can go and gratis in. You know the thing. Just join us. We can talk. It's no problem. I know. English or German. It doesn't matter. You can stay here and have a good time. This is all the European Union, you know. You're happy that you got out of this shit. Yeah, somehow. You're happy you're here, guys, you know, because we had a hard start, you know. Now it's already a month, Mike, we do this. Like every day. Yeah, 2 months, yes. Like every day a video, and it was like nothing, you know. Nobody came over, you know. So I'm really glad that you are in, guys. Yes. It's great. My brother loves when people come. I love it. Because you're great. Better guys, not better guys, you know, guys you can talk to straight. They understand you. They think about something. So I'm searching for another video. Wacht, ik wisselen. Mal schauen. Und so viele alte. Die müssen wir alle einmal wieder auch. Cool. Old videos. This is super. This is great, man. You gotta watch this shit, man. My brother is really... Never forget what happened in Corona, guys. Never forget. Wait, Never pull it up. This is so crazy. Crazy. If you see this today, you think you were in a different time line. Yeah, timeline, you know. Yeah. Okay, here we go. Kids in Bubbles. Music. Check out these 4 kids right here. Play clip 4, Mark. There's the band. But that's how it was, you know. That was the shit they were saying. Corona. I mean, these kids are going to die from carbon dioxide. Blowing all that air out. Is this insane? Yeah, it went from being first chair to first tent. Every kid's got their own little. Never forget. Little jelly bellies. Yeah, pods. You thought the Matrix was make believe. It's not fantasy. No, we're putting kids in pods now. And these kids that are in the pods don't even know what the hell the Matrix is. Yeah, that's why they're doing the anal swabs to get your butthole condition for when they start plugging you into the pod.
Oh my! Charging you up with a microchip. Charging you up. That's where right. they're going to plug it right in, right up your butt. Right there. And they're going to be like, you know what? This is perfectly normal. For this Chinese guy's be shoving a swab up my asshole. This is stupid. Clench my butt cheeks together. Yeah, you clench? so Are you over there dumb. doing clenching. kegels? Yeah. Do your kegels, Yeah. people, because they're coming in your butt. Kegels and butt clenches. They're going to be coming for your butthole. Hey, Dr. Wang. Dr. Wang! The title for tonight's show, yes. Where'd you go, Dr. Wang? That was a great callback. It was a great call. But I need to do that bit again sometime. Butt plug. Where you at, Dr. Wang? I talk about getting a colonoscopy. yeah. Ain't going in there and Dr. Wang, my little Japanese doctor, you know. Mike, hast du Gets gewäscht? lost in my butt. And then I have a blow. Der Schwarzenegger, der hat in seinen Staat Cannabis erlaubt, also Hemp erlaubt, to smoke und so weiter. Und Pest Penalty hat er getan. Das hat der Schwarzenegger als Governor entschieden. Ich habe gestern einen aus Michigan gehabt, nicht? Der gesagt, eben, dass der Schwarzenegger sein Governor war nicht und er im Cannabis und eben die Todesstrafe eingeführt hat. Ja, aber da haben deswegen haben sie einen Haben sie Schwarzenegger. jetzt ja gehasst da, nicht? Weil er die Todesstrafe unterstützt Ja, hat. da haben sie, weil zuerst hat ja in Graz hat sie ein Schwarzenegger-Stadion Yeah, gehabt. really, we had a stadium, a football stadium. It was named after Schwarzenegger, and then he was for the pest penalty in America, and then the Austria didn't allow him anymore his name, you know. So he took the. Now it's called UPC Stadium, I think. Yeah, Arena. Yeah, you're right. UPC Arena. So insane things. It's just crazy. Just for the masses. Go out after drinking gosh. the X-Lax and I'd turn around and it's like, Dr. Wang, where'd you come from? It's hilarious. Wow. Yeah, this Dr. conversation just took a turn. Blow Dr. Wang Not right for at the your butt. better. I'm just thinking, what did I miss I at the beginning of know. the show? See, Well, you not show this up show, and now it's we're like- talking I about wanted butt to get to plugs this. now. We're not going to have time in this segment. Let me do this before we go. We got to spend more time. I've said that these first responders out there, law enforcement and EMTs and firefighters. Okay, we can stop I've added, anyways. like, It's just truckers, about I've added- the beginning. So no problem. Well, I got some funny shit about America. Oh man, you cannot stop. When we're talking about America, America, there's a lot of shit going on, man. Fuck the back off, man. Right, I can show you so many shit. I got this on my computer. Oh, wait, let me. Oh, yeah. And then on fire. Welcome back to the Fire. WSBN New York, 141 in the PM. 77 degrees in New York. It's a blistering day, but we are collectively staring the NBA Finals in the face. A collection of institutions in the conference finals. LeBron, Jean-Paul George, Tim Duncan, and Kevin Durant. Of course, everybody on the edges of their seats to see who ends up in the Holy Land left this- of the NBA. But here is the problem. Here is Hey, why bin no ich schon die ganze Nacht munter, weißt du? why Stell the mir doch NBA is hier. not rigged. It is, and I have been sitting on this for quite some time, but pure fiction. It is a pre-scripted entertainment option that we have all fallen victim to. Let me explain. It starts with the referees, but certainly goes far beyond. Take a long look. You've seen this face many, many a time in this playoffs. You've seen that face consulting the table for calls late in games, not because he, Joseph Crawford, has been reviewing calls. No, it is because he is reviewing the script. We will get to that momentarily. There is a very clear script set in place. It has been set in place for months and months, and in some cases, years ahead of the outcome. Years. Let that sink in. This is stuff that has been predetermined by entertainment types. The ratings do not lie. Other things contributing to this report that I am filing today
Look at these stars. It is not an accident that they are always ending up deep in the playoffs. You might be saying, sure, it's because of their athletic ability, because it's their ability to close games. But I'm telling you here today that they are actors that happen to be very athletic. What do great actors get? They get great roles. They get screen time. They get the babes. They get the attention. They get the glitter. They are damn stars. And what do stars do? You look at your George Clooney's, your Matthew Damons, your Bradley Pitts. They get endorsements. Their images push products, sell brands. These are entertainers that happen again to be athletic, not an accident. Bitte gib mal eine Sekunde, danke schön. Ich bin auch langsamer beim Ding, also ich bin immer am Suchen, auf der klappt gar nichts mehr. Warte, was du schon, warte da, Alter, wo ist denn der Scheiß jetzt? Gibt's ja nicht auf. Ich hab nur mehr ein Bier, Alter, also es wird Yeah, langsamer. fuck the hell up, man. We are really having deep problems here. Here is it. I know. Houston, we have a problem. Just take a sock and put Yeah, it on the hole. everything will be fine. Yes. No Yeah. problem. You make this happen. Fein, Hayes ist gesund. So Atme. ist es. Definitiv, mein Bruder. Hayes Cannabis gehört Menschenrecht gemacht, Alter. Das ist ein Menschenrecht, diese Pflanze anzubauen und zu genießen, Alter. Ich habe dafür gekämpft, aber ich wollte den CSC-Club. Oh, ja. Mike auch, das ist auch für so. Oh, das habe ich gleich aufgeben, Alter, das war's. Ja, weil die Leute noch geil wurden. Ein Scheiß war das. Ja, Scheiße. In Österreich Scheiße. That's who rules this world. And now you might be saying to yourself, what about NBA governance? What about NBA officials at the top? We've seen the transition from David Stern to Adam Silver, but take a long look at this gentleman. You're telling me that's not the product of years and years of master casting? Look at this. Look at this. Come on. Be smarter than that, America. They've done a fantastic job of casting characters. These are not accidents once they happen again and again and again. We're talking about an announcer who was a coach a week ago. That's very convenient. Very great storyline there, NBA. The Lakers all of a sudden down and out. Los Angeles is a comeback town. Everybody knows this. Lakers will be back. That's a storyline. This is excitement. This is drama. This is comedy. This is suspense. These are thrillers. This is ratings. What type of mind does it take to pull off something on this scale, on this level? Take a good long look at a former friend of mine that I have found out everything from, every little thing. We've since had a falling out, but the evidence has mounted and I can sit by no longer because I work for one and one person only. John Q. Public, you out there listening, you are my bosses and I report the truth to you because I have no choice. It is interwoven into my genetic material, interwoven into my DNA, which is today on fire once again. Ryan Seacrest connecting celebrities, Kardashians, basketball players, entertainment, bringing worlds together. There is no man on earth as smart as Mr. Seacrest, and there is no man capable of pulling off what he has pulled off today. He has orchestrated the biggest fallacy in sports and entertainment history, and I salute you because it is damn difficult to keep under wraps for this long, but the finals you are about to see before you have been long scripted by Seacrest and his cohorts. I have a script of this year's NBA Finals. I know exactly how it is going to happen. Take a good, long look. And now you see the title, you see who's going to be in the finals. Once people get wind of this, it may change. I can promise you nothing. Look at the powers that be. Watch them change this up now that I've revealed it. But this is a weighty document. This is the physical proof. I have submitted it to the FCC for fraudulent activity because I can no longer stand by. I don't even want to hold it anymore. This sickens me as a sports fan, as a sports mind, and as a mind of the people. The NBA is a hoax. It is not rigged, but it is fiction. You are watching television. Truth on the Ones will see you soon, hopefully. I don't watch anymore. Take two and 2, 1.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Oh my God, there it What is it? What do you think this was, guys? Please type it in the chat. What do you think bring the twin towers to the fall, to this fast fall? What was it? An energy weapon, nuclear. What do you think? I'd like to see you, please. Get ready to read this word the fast way. Get ready. Yes. Sound it out. Get ready. Sound it out. Get ready. What word? Yes. Let's go sound this word out. Get ready. What word? Steal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Never forget, guys. Do never forget what they did to us, oder? Vergesst das nie. Yeah. And they created the terror. They made it by themselves, man. Man, you're really a crazy country when it comes to war. You really fuck. Aber the German was also perfect. They voted the green ones, and then they started the first war after World War II. Started the war. Mit wen haben sie da? Jemen haben sie angegriffen, glaube ich, bombardiert, weil angeblich im Krankenhaus Kinder misshandelt werden, weißt du, in Brutkasten. Weißt du das nochmal, weil sie das haben sie das Krankenhaus bombardiert, Alter. Die Grünen, weil die Deutschen, ihren erster Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie gesagt haben, es wird nie mehr einen Krieg geben, hat der Ding gesagt, haben die the green ones, so the good party in principle, started the war on Yemen. This was the first war after World War II, made by the green ones. The Second World War. After the second. Yeah, after the first, of course, no? After the second. Yeah, the second was after the first. After the Second World War, this happens what I told you. But no, shit about it. I don't know what we talked. I can't go back now. That's okay. Oh, that's okay. Alright. He wasn't about me. I forget it. I'm sorry, guys. I just want. I don't want to go into this 9/11 shit. Yeah, let's go. Of course, come on. But I want to show you a difference. Wait one moment. It's much better. But it just. I put what's heißt Untertitel auf Englisch? Undertitle. Yeah, the undertitle I put it in for the undertitle. But this is very important because this is Dietrich von Bonhoeffer, oder wie der heißt. Sehr interessanter Kerl gewesen, der hat im Zweiten Weltkrieg, er ist gestorben noch ganz kurz bevor der Zweite geendet hat. Natürlich haben sie noch aufgeknüpft, aber und deswegen möchte ich euch dann sagen, das ist der Dietrich von Bonhoeffer, die Theorie der Dummheit. Bonhoeffer, ein Nazi im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, 90% von euch sind betroffen. Es war das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Eine Zeit, in der ein aufgestachelter Mob Steine in Schaufenster unschuldig Frauen und Kinder auf grausame Weise und auf offener Straße gedemütigt wurden. In dieser Zeit begann der junge Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, sich öffentlich gegen die Grausamkeiten zu äußern. Nachdem er jahrelang versucht hatte, die Menschen zum Umdenken zu bewegen, kam Bonhoeffer eines Abends nach Hause. Sein eigener Vater teilte ihm mit,
dass zwei Männer in seinem Zimmer warteten, um ihn festzunehmen. Im Gefängnis begann Bonhoeffer darüber nachzudenken, wie sich sein Land der Dichter und Denker in ein Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandelt. Okay, warte mal. Nicht schon recht, ja. Sei doch so 3 Stunden umgehen, Alter, das findet der Untertitel, bitteschön. Was soll jetzt da etwas dienen? Beim Radler, Michi, rechts davon. Rechts davon ist ein Radler. Ja, da bin ich gerade. Einstellungen, Untertitel und jetzt. Ja, jetzt willst du amerikanisch aus für die Amis. Oh, geht nicht. Aber, okay, cool. Übersetzen, automatisch übersetzen und dann auf USA. Auf scheiß amerikanisch, Alter. Oder Englisch, ja. Ja, Englisch. 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 Ja, für unsere ausländischen Idioten können wir sagen. Es war das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Eine Zeit, in der ein aufgestachelter Mob Steine ins Schaufenster unschuldiger Ladenbesitzer warf und Frauen und Kinder auf grausame Weise und auf offener Straße gedemütigt wurden. In dieser Zeit begann der junge Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, sich öffentlich gegen die Grausamkeiten zu äußern. Nachdem er jahrelang versucht hatte, die Menschen zum Umdenken zu bewegen, kam Bonhoeffer eines Abends nach Hause. Sein eigener Vater teilte ihm mit, dass zwei Männer in seinem Zimmer warteten, um ihn festzunehmen. Im Gefängnis begann Bonhoeffer darüber nachzudenken, wie sich sein Land der Dichter und Denker in ein Kollektiv von Feiglingen, Gaunern und Verbrechern verwandelt hatte. Er kam letztendlich zu dem Schluss, dass die Wurzel des Problems nicht Bosheit, sondern Dummheit war. In seinen berühmten Briefen aus dem Gefängnis vertrat Bonhoeffer die Ansicht, dass die Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten sei als die Bosheit. Denn während man gegen das Böse protestieren und es durch den Einsatz von Gewalt aufdecken und verhindern kann, sind wir gegen die Dummheit wehrlos. Weder Proteste noch Gewaltanwendung bewirken hier etwas. Argumente stoßen auf taube Ohren. Fakten, die dem Vorurteil eines dummen Menschen widersprechen, braucht man einfach nicht zu glauben. Und wenn sie unwiderlegbar sind, werden sie einfach als unwichtig, als nebensächlich beiseite geschoben. Bei all dem ist der dumme Mensch selbstzufrieden. Er ist leicht reizbar und wird gefährlich, wenn er auf Angriff geht. Aus diesem Grund ist im Umgang mit einem dummen Menschen größere Vorsicht geboten als mit einem bösartigen. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Dummheit überwinden können, müssen wir versuchen, ihr Wesen zu verstehen. So viel ist sicher. Dummheit ist im Grunde kein intellektueller, sondern ein moralischer Defekt. Es gibt Menschen, die intellektuell bemerkenswert beweglich und dennoch dumm sind. Und andere, die intellektuell stumpf, aber alles andere als dumm sind. Man hat weniger den Eindruck, dass Dummheit ein angeborener Defekt ist, sondern dass die Menschen unter bestimmten Umständen dumm werden. Oder besser gesagt, dass sie es zulassen, dass dies mit ihnen geschieht. Menschen, die in Einsamkeit leben, zeigen diesen Defekt seltener als Individuen in Gruppen. Es scheint also, dass Dummheit weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem ist. Es zeigt sich, dass jeder starke Machtzuwachs, sei er nun politischer oder religiöser Natur, einen großen Teil der Menschheit mit Dummheit infiziert. Es ist fast so, als sei dies ein soziologisch-psychologisches Gesetz, wonach die Macht des einen die Dummheit des anderen Ganz braucht. richtig. Sie nehmen da alles. Der Prozess, der hier am Werk ist, besteht nicht darin, dass bestimmte menschliche Fähigkeiten. Das sieht man original in unserer Schau, Christian, wir werden regiert von Vollpfosten. We are ruled by satanic bastards, elites, eating children and eating adrenochrome. This is just the truth. This is the truth. It's really so hard. Nein, es geht um die Dummheit, Alter. Es geht um die Blödheit. Yeah, of course. This is what they're doing.
Idioten hast, was glaubst du, was an der Regierung rauskommt? Natürlich, weil sie they do brainwash to the people. Ja, deswegen rennen sie ja alle zu den Leuten, oder? Ja, Immer 30 natürlich. Euro und auf der Im Kreis. They're like running in the circle. Ich sag ja, die Dummheit, die, was höher sind, brauchen die Dummheit der Kleinen. Natürlich. Und the elite, we never was the television or something. We don't even know if they are on the fucking maps we are not. Und deswegen frage ich mich, was passiert. Deswegen kann ich auch. Das wird noch, it's getting interesting, really, this whole flat earth and what's behind fucking treatment. It's really, it will get hot. It will get hot. Will dafür ist die Blödheit wieder einmal eingezogen in die Flache Erde, zum Beispiel. So sad, Will Duffy and his fucking experiment. Ja, da ist die Blödheit wieder eingetroffen, verstehst du? For me, the Earth is stationary and flat. That's redet- provable. That's knowledge. Fuck, man, I never would say it changed my belief. It would never. When I see a 24-hour sun in the Arctic, it wouldn't change anything for me. I just have knowledge. Just got the knowledge. Woher denn? Der, oder? Wo hast du denn der oder gestohlen? Yeah, and it's also hard to trust him. Wascht mich. Ob das wirklich originales Material ist und so. Versteht ihr? Das ist Fake. Das ist ein Mitspiel. Versteht ihr? Der Charanismus unter das. Ja, richtig. Wahrscheinlich wären es die 2. 3 wären es. Oft ist nicht ein Witz, glaube ich. Der ist auf der anderen dabei. Weil das sind die mit den meisten Followern. Hast du überhaupt keine Ahnung, oder von was? Was? Von was redest du jetzt überhaupt? Von, dass sie, der Dörrs wahrscheinlich bei Du hast Film geladen. Der Witz it get it. Der Witz it get it. Ja, die Noch einer. und ich sag, denen zu vertrauen, wird schon mal schwerer sein, verstehst Ja, und woher weißt du das? Wirklich verkaufen. Hast du dir das selber Gedanken drüber gemacht oder weißt du das irgendwoher, weil du das jemand erzählt hast? Und verstehe, ich meine, vielleicht machen sie es eh gut mit der durchlaufenden Kamera oder etwas, weißt du, aber verstehe, es ist schon möglich, dass du etwas fake machst. Ich meine jetzt auf die bezogen, woher weißt du das oder alles, weißt du, Ja, das ist ja das, was sie jetzt sagen. Entweder eine 24-Stunden-Map, eine Stunde Sonne oder 12 Stunden Sonne. Nicht? Scheißegal, was wir für Resultate bekämen, ist mir wurscht. Eigentlich nicht einmal, verstehst du, bei mir eine Frage, aber ich glaube, die Erde ist flach, so ja, ist so. Die Erde ist flach und stationär. Aber wie willst du ja wissen, live als ein anderer gesagt hat oder weil du selber überzeugt davon bist? Weil davon überzeugt bin, dass die Erde stationär und ja, aber woher? Weil du etwas erzählt hast oder weil du selber für die rauskommt? Ja, weil ich gewisse Sachen einfach viel beobachtet, Filme geschaut habe, verstehst du, das selber berechnet habe mit dem Earth Curve Calculator. Dann habe ich mal gecheckt, Alter, das ist ein ziemlich interessantes Video. Da geht es über einen Lasershoot von 40 Meilen oder was. Mit der P900 Kamera oder P800 Kamera auf dem See wascht und das Video geht in einen durch, da beweisen sie einfach, dass ich viel zu weit. Was das ist, das Problem haben an die modernen Flachhändler. Was nicht? Also die gleichen Nachrenner sein wie die Glaubnachrenner, aber sie haben irgendwas gehört, okay, ja, passt, Leute, noch. Das siehst du ja bei den Charanismen und bei den Leuten ganz gut. Weißt du? Verstehst du? Dafür ausreden, die haben sich Leute gesucht und die glauben jetzt an das, was sie gesagt haben. Ne? Wenn die sich jetzt dann, oft werden die dann wieder nachrennen, werden das tun, was jetzt neu
So, verstehst du? Ja, und sie haben sehr viel Abonnenten. Eigene Nicht? Köpfe haben. Und Weil sie sie haben sagen, sehr viel Abonnenten. Nicht? ein Alben, sie müssen einen anderen haben, der was ihnen das sieht, weil selber denken ist halt schwer. Nicht mehr. Viel Zeit dafür. Da muss man verdammt, da sitzt man den ganzen Tag Ist am schon Computer das. und schaut sich nicht die Simpsons an oder irgendein Blödsinn. Also da schaut man, da interessiert man sich für das nicht. Ja, das Society, mich und mir seid komplett im Arsch. Nein, schau mal nicht. Ja, nicht komplett. Weißt du, so wie heute echt beim Spaziergang muss ich echt sagen, I met some people, weißt du, Austrian people with children, this is great to see, weißt du. Es ist einfach geil zu sehen, dass echt eine Hoffnung geht, weißt du. Geht schon einige, weißt du. Man hat einige getroffen. Die Hoffnung muss man leider. Da will aus die Hände haben. Jetzt nicht der Christian, aber die Leute, was die denn die gehen jeden Tag mit ihren Hund spazieren und das war's für sie. Nein, ich meine, ich habe heute Familien viele gesehen, österreichisch. Oh, natürlich gar Also nicht. zum Vergleich, was ich ausländische gesehen habe, war es viel mehr Österreich. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber was muss man damit jetzt sagen? Weißt? Ja, weißt du, dass es echt eine Hoffnung geht mit dem ganzen Multikulti, verstehst du? Verstehst du? Einfach wirklich, weil wir werden von den Iran unterlaufen, wenn es so weitergeht, verstehst du? Oder von den arabischen Moslems, verstehst du? Ich meine, Christian, schau, die Leute sollten sich Zur Mehrheit wäre mich, wäre zu einem Problem, das ist bei jedem schon, dass er gewesen ist. Dann noch die Frage ist, die Leute, oder wissen das einfach, was gewählt worden ist vor 2 Wochen in der Was? Keine Ahnung, oder? Interessiert mich. Ja, weißt du, was gewählt worden ist vor 3 Wochen? Ja, nicht die schon letzte Mal Probe. Es interessiert die Leute einfach nicht. Ja, was? Es geht nicht gleich um flache Erde. Man muss schon ein Weg an Horizont haben, oder das passiert. Ja, natürlich, aber trotzdem habe ich eine Art flache Erde, verstehst du, Bild im Kopf, was auf der widerspiegelt, verstehst du? Aber es ist nicht mein Haupttopic anymore. Also ich bin dann, fuck ja, schon Stufen weiter, sage ich mal. Some steps ahead. Wir sind ja 5 nach 12, Christian, das ist halt das Problem. Ja, Michi, es ist wahrscheinlich. Wir sind 5 nach 12. Das habe ich den Absprung verpasst. Fuck, Alter, weißt du, wir sind Sklaven, weißt du. Ich mache das jetzt so lange und die haben damals schon gesagt, jetzt sind wir 40. Jetzt sind wir 5 nach 12. Ja, wirklich, Alter. Die Dingkirche hat gebrannt, nicht in Frankreich. Geht auf eure eigene Scheiße heute und jetzt mit rausholen, jetzt geht es irgendwann auf einmal etwas auseinander. Das will doch nicht. Zuerst ist er ohne Müll gegangen, schon sein Scheiß. Der war nur schöner gewesen. Jetzt haben wir Mama und Papa haben gar nicht gedacht. Für ein stabiles Verhältnis, sage ich einmal. Ich sage gleich, und das ist das Schleimige, was ich öfter sehe bei Menschen, weißt du, oder jetzt will ich auf einmal hinhupfen auf das Bild, was andere gebaut haben, oder? Vicky, heute hat mir Alter angejammert, hat mir Alter angemalt mit der Samira. Und ist ja echt, Alter, deine Zeit ist angerannt. Die haben trotzdem ein Bild haben für Renke oder was, also so Paper oder halt. Mich ja nicht gesagt, deine Zeit ist angerannt, jetzt ist Samir dran, verstehst du, Samir. Ja. Was machst du damit? Ja, dass wir nur dir jetzt mittlerweile wären, die halt, ne, verstehst, mit am meisten Wissen etwas machen können. Weil du irgendwann in einem Alter bist, weil du das nur mal so machen kannst. Ja, ich verstehe eigentlich, wo das Wissen herkommt, das verstehe ich nicht. Ja, natürlich hast du halt je nachdem, was du nicht gescheit hast, welche Lebensweise und alles. Ich weiß nicht, oder wie sich etwa dieses Wissen angeeignet hat. Natürlich durch Erzählungen und durch Videos für andere, aber weißt, die meisten Leute haben nie einen Punkt zusammengeschlossen. Deswegen sind sie ja nicht drauf gekommen vor 15 Jahren. Jetzt, wo die Scheiße am Dampfen ist, jetzt gehen sie natürlich auch, oh, ja, hat die gleich nicht her nach dem Tröpfel da. Ja. Aber ich finde Amerika wirklich gut. Also, so.
einfach die bleiben, wo sie wollten vor 15 Jahren alt. Und das sagt mir einfach, dass das einfach, die haben jetzt Angst. Das sage ich mir klar. Nicht? Aber die sind ja, die bleiben, Alter, wo sie ja gewesen sein, weil sie werden, von mir bekommen nichts, nicht? Oder keine, absolut nicht. Verstehst du, was ich meine? Oder ich habe mein Leben lang, Alter, mein Leben hergeschmissen, dass andere jetzt auf das Geld aufrufen könnten. Ja, natürlich. Nein, jetzt da bleiben wir so sein. Ich bin schon weggefahren, die sind dort bleiben, also die müssen sich ein eigenes Boot bauen. Oh, was ist denn das alles für ein Es wird zu Höhlen, sondern erst als ein eigenes Boot bauen. Ja. Siehst du das echt schon so? Also siehst du teils Leute eben schon so verblendet und verblendet, sagen wir es einmal so, nicht? Nachrenner. Nachrenner, genau. Schiebs, ja. Genau die jetzt so mit Wildaffe nachrennen und das sind genau die. Ja, ich sage, ich habe es seitdem nicht einmal mehr geschaut, mich interessiert das. Das ist das, was ich meine. Ja. Wir wären am 17. Dezember oder 27. Dezember ist es sogar. Diese Menschen hätten den Namen Wildaffe nie gehört, wenn man es ihnen nicht erklärt hätte. Ja, der Wildaffe ist just how it looks, man. This looking, nah. Like a show, you know, it's a show. Welcome to the show, the final experiment. Deswegen müssen sie leben. Halbwahrheiten. Die spucken sie aus, weil sie sich ja eigentlich nicht auskennen, sondern allein noch blabbern, was sie von anderen bekämen haben. Jetzt wissen sie natürlich auch nicht, was rundherum ist. Ne? Der, was sich damit beschäftigt hat seit Jahrzehnten, also der kann das ausfüllen, das Ganze. Weißt, warum er so ist und warum er das fällt. Das kann er natürlich nicht. Der, was die ganze Zeit Plattitüden gehört hat, oder auf der geht auf einmal das Licht da, und du so, oh, das könnte sein. Ne? Sorry, Mike, ich muss mir auf Mute machen. Das ist ja krank, Alter. Ich sag, Freunde, diese Gesellschaft, man muss aufpassen. Nicht jeder, der sagt, er hat es verstanden, ist wirklich einer von dir. Der wird sich wieder ändern, oder wenn sich das alles, wenn sich die Meinung von der Gesellschaft, von dem Ganzen ändert. Die sind nur kurz da in dieser Gesellschaft, weil sie jetzt gerade reinpassen. Und weil sie gesehen haben, jetzt muss sich was ändern, weil sonst, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Aber eine eigene Meinung haben diese Leute nicht. Die haben sie nicht, weil wenn du eine eigene Meinung hast, dann kannst du dahinter stehen. Und das habe ich immer gemacht. Der Mikey hat sich noch nie geändert und das verspreche ich euch und das werde ich auch nie. Alter. Da schaut auf das Ding, da können sie mal das Hirn auf, da können sie mal einige Kopfen, da werden sie denken, oder nein, der Mikey hat ein eigenes Hirn, wir kennen nicht. Er kennt das nicht. Unmöglich. Ich habe es probiert und ihr seid failed. Ich habe immer gekämpft in meinem Leben. Immer. Ich war immer ein Fighter. Alter. Deswegen habe ich das auch getan, was ich getan habe in meinem Leben. Fähigkeiten wie der Intellekt plötzlich versagen. Vielmehr scheint es so zu sein, dass der Mensch unter dem überwältigenden Einfluss der steigenden Macht seiner inneren Unabhängigkeit beraubt wird und mehr oder weniger bewusst seine autonome Position aufgibt. Die Tatsache, dass der dumme Mensch oft stur ist, darf uns nicht von der Tatsache ablenken, dass er nicht selbstbestimmt ist. Wenn man sich mit ihm unterhält, hat man fast das Gefühl, dass man es gar nicht mit ihm als Person zu tun hat, sondern mit Parolen, Schlagworten und dergleichen, die von ihm Besitz ergriffen haben. Er ist wie verhext, verblendet, wird benutzt und in seinem Wesen missbraucht. Der so zum willenlosen Werkzeug gewordene Dumme ist auch zu allem Bösen fähig und er erkennt nicht, dass es böse ist. Nur ein Akt der Befreiung, nicht der Belehrung, kann die Dummheit überwinden. Hier müssen wir uns mit der Tatsache abfinden, dass eine echte innere Befreiung in den meisten Fällen erst dann möglich wird, wenn ihr eine äußere Befreiung vorausgegangen ist.
Bis dahin müssen wir alle Versuche aufgeben, den dummen Menschen zu überzeugen. Bonhoeffer wurde wegen seiner Beteiligung an einem Komplott gegen Adolf Hitler im Morgengrauen des 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Und das ist es, Alter. Wenn ihr das ultimative Opfer bringen wollt, dann muss das vorkommen, dass ihr ausreden, wenn ihr etwas anfangt, bitte. Sicher, sorry, haben wir nicht. Sorry. Du, ich weiß nicht, ob du das darfst. Ich darf für alle hängen, oder von euch. Ich schwöre, das sage ich schon so ewig, oder? Mein Leben ist verwirkt. Schon lange. Und ich weiß auch warum. Und das brauche ich eigentlich nicht unter den Titel singen, oder? Und jetzt selber draufkommen. Ja. Nur 2 Wochen vor der Befreiung des Lagers durch Soldaten aus den Vereinigten Staaten. Das Handeln entspringt nicht dem Denken, sondern der Bereitschaft zur Verantwortung. Der letzte Test für eine moralische Gesellschaft ist die Art der Welt, die sie ihren Kindern hinterlässt, sagte Bonhoeffer einmal. In der Beschreibung unten findest du Bonhoeffers Originaltext nach 10 Jahren. Schau ihn dir an. Für weitere Informationen über Bonhoeffer oder um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen, gehe auf sproutschools.com. Sproutschool.com. Na, Freunde, so ist das. Ach, der kriegt wieder da, ja. Und das ist das halt. Dort selber denken, oder dort nichts, oder mir nicht glauben, den nichts glauben, dort selber. Dann kommt es auch selber so. Ihr braucht niemanden, Alter. Es ist ja schlimmste, Alter. Auch in der Erde, auch gut, Alter, muss man aufpassen, wen man ehrt, nicht? Weil jeder sein eigenes Ding hat. Das ist einfach so. Der Herrgott hat uns den eigenen Willen gegeben. Das Wichtigste überhaupt. Ich habe noch so viele alte Videos. Karthago in Flammen. Sorry, ich muss meine Medizin zusammensuchen. Okay. UBBF, was ist denn da eingekauft? You open the box, you open the thing, rauskommt. Videos, die ich mag, echt gerade. Einsortieren sind. Ich sag gerade von früher, die Videos, die haben ganz anders. Schick die Cops, oder? Ja, geiles Video, genau. Das haben wir angefangen. Die Cops. Dummtür, oder? Stay here. Das folgt dir, oder? Das ist ein Krise, Alter. Was sorry, Herr Bahn, war jetzt nicht gerade so in der Leitung. Wiederhol bitte. Ja, das ist. Pride people.
aufhängen ist. Ich sag mal ganz kurz. Du Schwarzauge hat's dir gegeben, aber in Storm. Es brennt ja die Baum und die Streiche überall. Und egal stehen sie an und Lampen dort springen, nie singst du den Wald, dass du dir auf die scheut. Und egal stehen sie an und Lampen dort springen, nie singst du den Wald, dass du dir auf die scheut. Du Schwarzauge hat's dir gegeben, aber ins Tor. Ich will die zum Tanze, ich tu solle mal. Da will man singen und juchzen und springen, da gibt den Lüge zu. Mach ein Herz und Ruhe, da will man singen und juchzen. Kleine Rückkrieg. Ja, voll. Definitiv. Sollen wir es etwas regeln? Sorry, guys. Gut, Teufel. Kein Problem, ein bisschen schneller und rufen. Kein Stehen, Adrian. Mir umgerufen. Der Adrian hat mir umgerufen, das ist so. Kein schöner Adrian. Servus, hallo Adrian, warte, ich mach auf Stumm kurz. Ja, bitte. Bitte, ja. Den Typ
Alter, der nächste abgekochte Wichser, Alter. Na ehrlich, Leute, Alter, wir kennen Leute, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Deswegen mag ich einen. Das ist so was von lächerlich geworden, Alter. Das ist traurig. Hey, great. Can you hear him, Xavier? I sure can. Can you hear Xavier, Nathan? I can. Did you hear the music? Good. I'm back, sorry. Great. All right. So, Nathan, thank you for doing that. We are live right now on Theta Edgecast and Theta.tv. What I'm going to do is play our introduction. Ja. Machst du das erstens einmal ganz kurz und was ist das genau? Um was geht's da? Das war Synthetic News Network Interview Nathan Oakley. Das ist auch. Okay, da geht's um Radar sozusagen. Nah. Nicht? Okay. Introduction real quick, and I'll tee off the. Moment, nicht einfach zu. Das ist der Nathan Oakley und vor 3 Jahren. Okay, gotcha. Hat auch kein Chor mehr, Alter. Das sind so uralte, Alter, Flicker, so, Alter. Conversation. Does that sound good? Blended. Awesome. Okay. Untertitel. Worum geht das nicht, oder? Also, setzen auf Deutsch, ja? Für Deutsch habt ihr so, ihr anti-englischen. Ja, es ist aber cool, was das geht. Ja, wie? So mit kannst du jetzt kennen. Hey, welcome, willkommen. Einer ist im Chat, Michi. You're listening to the Synthetic Newscast. Lisandro, hey, PJ, nice that you're here. PJ is in the house. He said, hi, bro. Hi, PJ. It's great that you're here around. Nice to see you. I hope you had some sleep. I didn't. Since the last show we see us. But great, PJ. Thanks for your support. And Daisy? Lebst du noch? Here. Thank you, go away. Scheiße, ich brauche ein groß, oder ich muss halt echt. Okay, go ahead, Mike. I'm finished. Dave, and Xavier via proceed by inquiry. All right, welcome to episode 18 of the Synthetic Newscast. We're your hosts, Dave, and Xavier Diamant. It is February 12th, 2021. Pretty numerologically interesting day to have this conversation with our very special guest, Nathan Oakley, 1980, who runs the Flat Earth Debate. Nathan, we are currently live streaming right now on Theta.tv. We've been, banned like in perhaps a lesser extent than you have on YouTube. So we're looking at alternatives. Would love to take that conversation offline and get you on Theta.tv. And you've got a really awesome model, I think, on YouTube with your live panel type discussions. And we're Ztitic.news, so you might recognize the flat Earth, illusion there with the Ztitic moniker. We also thought Z was sort of on the opposite side of the alphabet as C, and you can see we've styled our logo sort of like CNN, but the antithetical, sort of construction of CNN. So
our whole thing about, obviously we do talk about flat Earth, but we talk about everything, current events related, and our whole motto is, proceed by inquiry. And if you do that, it is interesting, the whole flat Earth discussion. And we love your work, great admirers of it and you, to the extent that we actually installed a well, now that you couldn't do that, and that the horizon isn't Earth curve, but back then, as a globe believing normie, that's what I thought. I wish I could get higher to see Earth curve, which, if you paraphrase it, is me saying, "Look how flat it is." But like I say, that went through my mind when I heard Math Powerland's video. What was the other question? I forgot the other one now. Well, your channel, so that and it's an interesting parallel to myself. I have been a rep in my lifetime, ridden on many planes, and it was actually there that I discovered some of the Flat Earth Society letters. That was my initial discovery, and I was literally on a plane, and it's a contradiction when you're in a plane, what you're told about horizon and how things vanish beyond the curve and all of that. And then here I am, 35,000 feet. And it's just like, wow, some of this, it resonated with me. And I didn't necessarily. Huh? You said, Mr. Brownstone, he don't leave you alone. Yeah. That's gross, isn't it? Just a little bit more than before. Just a little bit more than before. So geiler Song, wirklich, das ist super. Ja. Ne, ist ja super Song. Mach so weiter, super. Ja, lange her, ein bisschen länger. Das waren die 80er Jahre, 90er Jahre, oder? Ja, das ist alles ja 80er, ja. Na, 80er, 90er, ja. 90er. Ich bin ein 71er Baujahr. Oder 90. So. Mhm. Ich brauche jetzt echt einen Hampf, oder? Kann ich wieder. Ich darf da echt so gerne angeben, dass ich nicht so lange krank haben. Und freiwillig frei warst. Ja, ja. Einmal auch gescheit wieder warst. Okay, Papier müssen wir noch holen. Vielleicht triffst du nicht. Ja, sollen wir rennen. Mach das schön etwas kürzer sind, weil das ist Blödsinn. Das ist nicht weit im Park. Steht normalerweise Job und so nicht schlecht. Ich komme nicht weg. Aber ich spüre, das ist ein uralter Ding. Gibt es ein paar coole Sachen, was man da mal Familie hat. Ich glaube, die Deutschen tun sich aber echt schwer, unsere Sprache zu verstehen. Oder müssen wir suchen, was dann? Also ich dachte, wenn man sich was der Weine also mal vorbereiten. Ganz sehr viele Videos. Das ist da ist nicht die Thüringer drin, oder was? Die Banking Flat Earth. Oh. Das ist blöd, nein. Oh, ja. Oh. Ja, das kommt bringt noch an auf jeden Fall. Das ist ja schon lange her. Kennst du den Crow noch, Christian? 777. Hallo? Chrissy? Ja, natürlich, bevor ich was der Crow und Deep Inside the Rabbit Hole, was er zusammen ist. Eigentlich. Aber Crow war zuerst. Ja, ein guter Mann, aber nicht alles habe ich mit ihm übereingestimmt. Ja, er hat viel gemacht, weißt du.
extrem finden. Da fragst du wirklich, mein Channel müsste toll sein. Ja, das ist Spaß, ne? Und doch gleich, also, du musst doch einen ersten finden. Und Ding will hat beide. Die ganzen Blödsinn habe ich nicht. Alter, auf was bin ich denn damals drauf gewesen? Fuck, toll in der Dose. Nein, Mann, wenn man das wieder anschaut, was man doch für Ewigkeiten war. Also, Wahnsinn. Da. Das Mal. Sorry. Ja, schau, da kommt da. Aber der kommt auf der Online nicht. Das ist der Iraker, den ich kennengelernt habe. Der kann gut Englisch. Der hat jetzt einen Zugangscode zu uns. Kann sein, dass er bald vorbeischaut. Mich in meine Grafik auch der Fakt verloren ist. Ich kann Bild, grüne, rote Strophen, komplett flimmernd, Alter. Voll mehr auf Acid, mein Bildschirm ist unterwegs wie auf Acid, Alter. Da geht's ab wie noch. Laptop oder Bankcomputer? Der Laptop, Alter. Das ist kein Bildschirm, das ist kein Bild. Die sich uns zwar und sehe gut, stechen scharf, aber der Rest des Bildes ist leider eine grüne Flut aus Strichen. Crazy. I'm sorry. Ja, jetzt sehe ich halt scharf, aber der Rand rundherum, der geht nicht. Welcome to the channel. Willkommen zum Kanal, Mann. Hi, Leute. Mal schauen, wer da reinkommen ist. Ich sag's mal hi. Oh, Chris, kann ich schon anfangen? Ja, fang an. Wir schauen coole I'm alte sorry, Filme. but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves,
but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Naja, Freunde, so ist das. Ne? Der wusste es schon damals, aber. Naja, wer sind wir Ein schon? Weg. Ach, ey. Er ist schon wieder angehauen, der Typ. Ne? Naja. Ja, ist schön. Wir suchen ja nicht den Fame, aber Some-Gäste wären super, wenn ihr reinschaut. Mein Gott, na. Oh, well, yeah, I'm David. Thank you. It's so right now. Sollen wir machen. Na, jetzt hat der Pitcher eh gleich an angefangen, da braucht er denken. Jetzt hat er gierig schon. Was war da? Okay, der Irak hat Joint heute sicher noch, also auf den warte ich echt, Alter. Bis er kommt. Okay, machen. Ich muss auf der Weg. Auf dir wacht man, ne? Echt, du bleibst ja da, Alter. Ja, aber ich muss jetzt weg, weil ich kein Bier mehr haben, nicht mehr da. Alter. Ja, dann mach ich halt kurz einmal und etwas. Und da hat er sagen. Okay, ist ja kein Problem, weißt du, halt verstehe dich. Ich muss auf deine gehen wahrscheinlich. Ich brauche auf jeden Fall etwas zu erwarten. Ja, glaube ich, dann geht zum Park, wie ich schaue. Weil teils gar nicht so schlecht ist. Wenn du Glück hast. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe Glück gehabt, halt, weißt du, das ist einfach. Ich will eh deinen Zehner weg. Ja, scheißegal, ich darf es ja machen. Stell dir vor. Wir haben halt keine wie heißt Stores, ne? Das war so geil. Einfach in der Software aussuchen. Weil die hat alles einmal der Stadt im Hand. Was ist das? Ja, aber. Ist das ja auf der Hotte die halt? Ja, sicher. Ist auf der Hallische war Kontrolle viel mehr da. Das ist am besten. Ich sehe, was in Deutschland passiert. Du musst dich anmelden, du musst einen Club machen, du musst einen Bürokratie gibt ins Spiel. Das ist wirklich so. Bitte? Ich sage gleich, das interessiert mich nicht, weißt du? Das hat ja nicht mit Freiheit zu tun. Ja, da verdiene ich lieber Geld daran groß, anstatt dass ich das in den Staat überlasse. Ja, passt ja. Wenn die Quali und so wegpasst, ist eh nicht an. Weißt du, passt. Das will der kleine Oldenmeer, Alter, dass der Staat Oldenmeer eingreifen kann, Alter. Ja, wählen mich tue ich es nicht, also ist nicht, aber es ist schon Luxus, wenn es legal ist. Na, ist das nicht? Heißt, wenn man nicht aufkleppern, dass ein Ding, Alter, was, du sagst, das geht alle? Soll ich mir auf die Knie gehen, oder was? Michi, es gibt allen auf die Gesetzeslage davon, verstehst du? Nein, eben nicht! Wie in Österreich, verstehst du? Du weißt das ja. Das tut mir so leid, Alter, du musst eigentlich leider komplett widersprechen, Alter, wieder einmal. Ja, ich weiß nicht, aber ich finde, wenn es geregelt wäre,
nicht deswegen viel haben eingegriffen wird vom Staat auf die Basis. Okay. Es passt so, wie es dient. Sie handhaben so das Ding, passt schon, ist besser. Genau. Ich bin ja der was, hey, ich muss jetzt wieder für 10 Bier in Knast Christian 20 Tage. Was willst du erzählen, du oft? Das ist schon scheiße. Alter, hey. Ja, was? Ich bin in deinem Staat, aber du siehst das eh alles so toll. Ich sage ja nicht, habe ich nicht gesehen. Ich gesagt, das ist scheiße. Ich mag eigentlich gar nicht mehr zuhören, Alter. Das ist ja so, das redet von einem Scheißdreck heute und oft wird alles einmal schlimmer. Oder wenn man eigentlich das überlassen hat, das war noch schlimmer als den Dämmen überlassen, Alter. Was? Ja, ehrlich, ja, weil Ich kann nicht Scheiß, bin ich ein Psychopath. Der verrissen oder was, Alter, was ist denn los jetzt? Reg dir mal an, hey. Ich bin auch schon die ganze Nacht. Reg dich an, Havra. Ist ja schon gut, Alter. Haben wir jetzt einen Fight oder was? Ja, gell, ehrlich, da jetzt. Ja, Ja. Ich überlege gerade, was ich denke. Katastrophe, weil Leute wie du halt nicht dürfen frei. Alter, du beleidigst mich schon wieder, Alter, vor allen Leuten, Alter. Kannst du das bitte lassen? Ja. Weil ich bin leider da zum Debattieren und zum Reden und nicht um zu Halt, Mann. Auf der Fang einmal an. Let's go. Hey, Michi. Soll ich auch etwas machen? Passt. Hier. Alter. Ja, Bier kann ich der Kost bringen. Nein. Ich möchte das selber. Das kann gut, das macht einmal. Ich schaue mal auf. So, hast du einen. So, dann sage ich dann nicht, dass er geil ist. Das schaust du noch an, das passt jetzt eigentlich, oder? Ja, passt das dazu. Ja, hör du rein, auf der brauche ich nämlich nicht. Hello. Spike in here with another eye-opening expose. In today's video, I will be exposing Lady Gaga's brand new music video called A Perfect Illusion. So let's get to it, because there's much more to this satanic music video than meets the eye. Lady Gaga has been out of the mainstream spotlight, specifically the music scene, for quite some time now. And as many of you know, Lady Gaga has recently gone through her share of struggles within the entertainment industry. So it really should be no surprise that the first song she released in a while is called A Perfect Illusion. This song is a very detailed account of what happened to Lady Gaga after she got famous, and it evidently explains why she decided to take time off from making new music. This video is clearly stating that the entertainment industry is in fact the perfect illusion, and that it was not at all what she originally signed up for. As you can clearly see here, the first scene of Lady Gaga's music video begins with her performing in front of thousands of fans, something she's very used to. But immediately after, we see Lady Gaga start speedily. Und damals war das noch alles am Anfang. Das darf man nicht vergessen. Da waren diese ganzen furchtbaren Videos, die was auch andere haben da ausgebracht. Das war noch nicht so, da hat das angefangen. Da ist der Teufel in die Musikindustrie richtig eingegangen. Da haben sie angefangen, ihre eigene Presse. Das haben sie wirklich komplett passen. Wie ein Mensch wirklich ist. Ne? Da haben sie das gezeigt. Und das ist willkommen in der Vergangenheit oder und in der Zukunft. Driving away from the overwhelming crowd. This
undeniably represents Lady Gaga's leave of absence from the Illuminati-controlled music industry. This point is further proven by Lady Gaga's emotional interview at the 2015 Revolution Summit. I have had to make decisions like, why am I unhappy? Okay, Stephanie Gaga hybrid person, why are you unhappy? Why is it that you want to quit music a couple years ago? It's like, well, I really don't like selling these, fragrances, perfumes. I don't like wasting my time spending days just shaking people's hands and smiling, taking selfies. It feels shallow to my existence. I have a lot more to offer than my image. I don't like being used to make people money. I feel sad when I'm overworked and that I just become a money-making machine and that my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. So what did I do? I started to say, no, I'm not doing that. I don't want to do that. I'm not taking that picture. I'm not going to that event. I'm not standing by that because that's not what I stand for. And slowly but surely. As the video continues, we see Lady Gaga hastily driving away from the evils of the industry and the uncontrollable crowd of fans that constantly swarm her. As she's driving, she ends up lost in a barren land that's void of all life and is completely desolate. The image of the barren land has very occult ties and is frequently used throughout various music videos by the elites. To further understand the symbolism of the barren land or the desert, we must read Luke chapter 11, verse 24. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest, and finding none, he saith, I'll return unto my house whence I came out. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. Then goeth he and taketh to him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. In essence, this describes that only the wicked find their way to the barren land looking for rest. That journey never ends successfully. Unmistakably, Lady Gaga reveals to many that she's being possessed and tortured by demons and unclean spirits due to her occult ties with the Illuminati music industry. Once again, this is further proven by Lady Gaga herself. I had this dream quite recently that was so terrifying, so morbid and terrifying, and I called Deepak Chopra, who I work with, and I was telling him my dream, terrified, that the devil, and the dream was so terrifying, I thought somehow a devil force was trying to take hold of me, a darkness. I guess I see devil and darkness as the same thing. Lady Gaga's former assistant, Jennifer O'Neill, sued the singer for $400,000 in unpaid overtime. Now, explosive details about Mama Monster's demands are out. Jennifer claims that Gaga would make her sleep in the same bed with her every night because the singer didn't like to sleep alone. Consequently, the assistant is bitter, and she claims that she never had her own room, didn't have privacy, and didn't even have a chance to make private phone calls. Undoubtedly, this is the reason we see Lady Gaga in the desert trying to seek rest from her tumultuous relationship with Satan and fame, though she finds none. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Hey guys, welcome back to Clever Music. I'm Bridget Daly in Hollywood with a bizarre Gaga update. She's apparently having some wicked night terrors. The sources say Gaga's been having a recurring nightmare about the devil.
Now, Gaga explained the dream is about a phantom taking her into a room where there's a blonde girl with ropes tied to her limbs, pulling her apart. How creepy is that? Well, we certainly hope it's getting better. We'd be scared to fall asleep if we were Gaga. What do you guys think she needs to do to stop these night terrors for good? Comment below and make sure to subscribe to Clever. Clearly, Lady Gaga is in rebellion against Jesus Christ. Hence, why the video revolves around the symbolism of the dry land. Lady Gaga is being portrayed as a rebel who walks with the original rebel, Satan. And because Lady Gaga is in rebellion, she has opened herself up to demonic possession and entities that can never leave her alone. Hence, why the next scene shows her back in the limelight, performing in front of the same fans that she tried to escape from. Please do not forget that hatred or evil, whatever you want to call it, it's intelligent, it's smart, and it's invisible. It's an invisible snake that while it is planning to make its attack, it is thinking to itself, I am going to divide my enemy into smaller, less strong groups, and then I'm going to make them hate each other so that it's easier to take them down. And as we're all yelling at each other, trying to figure out which group it is that's causing the problem, evil's winning. Throughout the whole song, you can even distinctly hear her admit that she's being possessed by demons. Here are just some of the lyrics from Lady Gaga's Perfect Illusion. And I quote, "Where are you? Because I can't see you. It was a perfect illusion, but I feel you watching me." Unquote. These lyrics speak for themselves and show how Lady Gaga has unclean spirits following her and watching her at all times. We can also attest that she's being watched by the Illuminati itself. And at one point, we even see these very same evil spirits that dwell within her. So in essence, Lady Gaga shows us how she tried to leave the industry and the demons within it. But in the end, she succumbed to the pressure and came back because of the heavy mind control the elites have her under. This is said by Lady Gaga herself in the beginning of the song. And I quote, "I'm trying to get control, and the pressure is taking its toll." Unquote. This is truly the sad life of an MK Ultra mind control victim. Their stories are always so similar. Lady Gaga is the alter ego of Stephanie Joanne Angelina, created and manifested by the Illuminati elites. The victim's brain then becomes compartmentalized, and a new personality, which is then molded and educated by the manipulators, emerges. MK Ultra allows the Illuminati to create a sort of a puppet that can be controlled and manipulated. This type of Passkrise, ich bin jetzt auf der Weg. Also, geht's runter. Okay. Kannst du jetzt wieder losmischen? Ja, ich geh jetzt einmal los. Ja, schön nochmal. Alles Gute unterwegs. Pass auf die Augen. Oh, so. Ja, aber stell nicht auf die, sondern auf den. Das wollen die anderen. Schauen, stell schon wieder. Okay, pa. Michi, pass auf, ne? Ja, alles Gute, ne? Ciao. Okay, stell wieder an auf der, ne? Vielleicht, weiß nicht.
Man Ja, sieht sich ich ja. mach weiter auf jeden Fall, was du Ja, gesagt passt, hast. ja. Ciao. Okay, ciao, Mike. Ja, Mike, wenn da eigentlich geht. So, aber ich bin auf jeden Fall noch da. Schau ihr mir meine Trickkisten ein, was ich so an lustigen Videos finde. Schauen wir mal, aber einige in Erinnerung nicht. Was war denn interessant, wirklich interessant jetzt? Also, 200 Proofs habe ich schon. Das ist immer geil zum Singen, aber schon. Das ist auch meine Studie ein bisschen, ja. So. Gut, aber ich sehe ja gerade, dass ein Freund online ist. Warte, ich check noch schnell aus, wie lange der schon da ist. Na, dann mache ich vielleicht eine zweite Version davon. Is already finished. Sorry. No, they're finished. Okay, no problem. Ja gut, auf der bleiben wir echt noch an, auf jeden Fall. Was fangen wir an? Macht jetzt mal, jetzt schauen wir mal durch. Ich schaue mal, machen wir ein paar gute Moonhawks, oder geht's so. Das ist jetzt ein Hauptverlauf von der Sound, so. Gibt's echt gute. The Landing World's Greatest Hoax. Documentary, schauen wir mal durch ein bisschen. Da, Resident was a Hoax, Area 51 in the next video. History for the Millennium was a Hoax. Ja, es ist Great Moonhawks. Das schaut auch in dieser Moonhawks mal. Ja, ich meine, das ist sowieso ein Video, die Präsident, also die Konferenz, nachdem sie zurückkommen sind, ne? Die machen die wirklich nur im Turbo durchschaust, ne? Mit der aber das schaut nicht aus wie heute, nicht? Das schaut eher aus wie, ja. On a trajectory to the moon. Our memory of that actually differs little from the reports that you have all previous Saturn V flights, and those the previous flights served us well in the boost as well as the subsequent phases. We would like to skip directly to the translunar coast phase and undocking, the transposition and docking sequence. This was our first look at the magnificent machinery which had been behind us up until this point, the booster. Of course, the first and second stages have long since separated, but this shows the limb nestled inside the third stage, the S4B, after the translunar inject burn. This maneuver was an interesting combination of manual and automated techniques in that we programmed the onboard computer to make the turnaround, and then these final maneuvers were made completely manually. As I approached the LEM, I had an easy time because I had a docking target, which is not too clearly visible here, which allowed me to align the probe and the drogue, which is a dark spot you see on the upper right. During this time, I also checked out the proper vehicle response to my stick inputs, and here shortly you'll see the actual docking somewhat speeded up. There's the point of contact, and in just a second you'll see a second
right there, a second small indication of the retract cycle when the 12 for the lunar module, of course, is in a sense upside down relative to the command module. This is in lunar orbit, showing the separation of the lunar module from the command module as viewed through my window. This was a busy time for me in that I was taking these pictures through the right-hand window. At the same time, I was taking still photos through the left-hand window, and also flying my vehicle and as he turned around. My most important job here was to make sure that all his landing gear were down and properly locked prior to his. Gives you a better idea of the detail available with the 70mm. Of course, this is a still, and shows the limb either right side up or upside down. I'm not sure which. It looks more like, to me, it looks more like a praying mantis than it does a first-class flying machine in this view, but it was a beautiful piece of machinery. The landing gear are at the top, and you can see the probes, which indicate lunar contact as thin wires extending upward from the landing gear. Of course, before we could undock, as is shown in this picture, we had to complete the activation. Now, the day before we undocked, we entered the LEM and went through an entire switch configuration check, and we exercised the various communication modes. Now, in retrospect, since we did have a little bit of communication problems on the following day during power descent, I would recommend that we might make a more thorough check of this on the day before descent. Missbraucht werden, ob sie eben Sterne gesehen haben, wie sagen worden. Ne? Einer sagt quasi so aus, ja, was der schaut den anderen an, ja, so quasi, was sagen wir jetzt, ja, nein, was der, wir wollen gleich die drei Dinger nicht, also, arme Burschen gewesen, was der, das ist sicher hart, das der ganze Ding, und es hat auch keiner auf die Bibel geschwört, nicht sie, und einer hat versucht, sie dazu zu bringen, auf die Bibel zu schwören, ob sie wirklich aufwarten kann, hat es gemacht. On the day that we did finally enter the LEM for the landing maneuver, we went through a staggered sequence of shooting, and we found that with all the simulations that we had run back here in Houston. Apollo. Dann das 1969. But with Houston tied with our simulations indicate that we were quite confident that we would be able to complete this LEM activation in a given time period, which was approximately 4 hours. We managed to get 30 minutes ahead of the time, and it allowed us carrying these two experiments out to the deployment site. We have a very good view of the varying depths of. This is hilarious. Wenn Sie einem Reichen, das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, wenn Sie einem Reichen das Geld wegnehmen, ist er immer noch of this upper surface layer. You see that along the crater rim, the small crater rim off to my left, along this the upper surface appears to be about 2 to 3 inches, and the subsurface has a slope that is rather ill-defined, and one has to be very careful in treading your way around these very small craters. Any long excursions, I feel, will take a bit of attention as you're moving along to avoid walking along or down the slope of some of these smaller craters. This is the passive seismic experiment that was deployed and has been giving us good returns on the interactions of the moon. We had a little difficulty deploying one of the panels. I had to move around to the far side and release a restraining lever, and then the second panel came out. We had a little bit of difficulty determining, as Neil said, the exact local horizontal. And I think this is due to the decrease in the cues that a person has as to which way up really is. One has to lean a little bit more off to the side before you get this body cue that you're approaching off balance. And of course, the terrain varies considerably in this area. This second experiment is the laser reflector. We've been successful in bouncing laser beams off this. It consists of 100 arrays of corner reflectors. The other experiment, core tube into the surface. We collected 2 different core tube samples. It was quite surprising the resistance that was met in this subsurface medium, and at the same time you see that it did not support very well the core tube as I was driving it into the surface. This is a double picture. It's actually a stereo picture of fine particulate material in the moon. This is taken from glass, and the analysis of the cause for that characteristic is of extreme interest to the scientific community. The second picture taken with that scientific camera shows the nature of the cause of lunar surface material. And this picture shows the 80-foot crater, which that you observed earlier in the motion picture footage during the final phases of descent. We had very much hoped that this crater would be deep enough to show the lunar bedrock. It was about 15 or 20 feet deep, and although there are rocks in the bottom, there are no evidences on the inner walls of actually getting a picture or a view of the lunar bedrock. We deposited several items on the lunar surface. I'm sure you're aware of these. One was a disc with 73 messages from nations of the world. There was a patch from Apollo 1 and various medals from the cosmonauts. We also elected as a crew to deposit a symbol which was representative of our patch, that is the U.S. Eagle carrying the olive branch. Das wäre ich als nächstes geht. Vergiss mir das. Das haben wir jetzt schon gesehen.
In just a few months, NASA's space shuttle program will take its last flight. But the ABC Action News I-team uncovered a problem at NASA happening on the ground. Investigator Michael George explains tonight. 8, 7, 6. They can put a man on the moon. 1. Booster ignition. But they can't keep track of the equipment they use to do it. That's according to NASA reports obtained by the I-team. Kennedy Space Center employees report just last year, nearly $500,000 of high-tech items simply vanished. Something's broke in the system. Suzanne Padone works for Inventory Management Solutions. Companies hire her to keep track of their inventory and make sure nothing falls through the cracks. We showed her what we found at NASA. It appears that there isn't really a process working year after year, and it's probably going to continually get worse. None of the lost equipment is reported to contain classified information, but it is expensive. Like this one, a digital video recorder valued at $100,000. Here's another one, 11 radios lost. Price, $35,000. And a high-tech wave reflectometer went missing in 2008. That's another $18,000. NASA officials say they're aware of the problem. We need to do a better job of keeping track of it, obviously, and we know that. We want to do a better job of it. Most of the missing items are computers, TVs, and radio equipment. NASA argues they're losing mostly old and unused items. They also say most of it isn't really lost. It's likely still at Kennedy, somewhere. Could be something that was supposed to be listed in this place, stored on a shelf to be excised. It's not where it's supposed to be. It gets listed as missing. Former NASA employee Keith Cowing says NASA's losing more of its technology because the space shuttle program is ending and the agency's facing cutbacks. But he believes NASA shouldn't worry too much about lost equipment. Don't spend your time tracking computers and not launching spaceships. I mean, you need to be launching spaceships. But NASA is still a government agency, so all that lost equipment still adds up to $500,000. The program will take its last flight, but the ABC Action News I-team uncovered a problem at NASA happening on the ground. Investigator Michael George explains tonight. 8, 7, 6. They can put a man on the moon. 1. Booster ignition. But they can't keep track of the equipment they use to do it. That's according to NASA reports obtained by the I-team. Kennedy Space Center employees report just last year, nearly $500,000 of high-tech items simply vanished. Something's broke in the system. Suzanne Padone works for Inventory Management Solutions. Companies hire her to keep track of their inventory and make sure nothing falls through the cracks. We showed her what we found at NASA. It appears that there isn't really a process working year after year, and it's probably going to continually get worse. None of the lost equipment is reported to contain classified information, but it is expensive. Like this one, a digital video recorder valued at $100,000. Here's another one, 11 radios lost. Price, $35,000. And a high-tech wave reflectometer went missing in 2008. That's another $18,000. NASA officials say they're aware of the problem. We need to do a better job of keeping track of it, obviously, and we know that. We want to do a better job of it. Most of the missing items are computers, TVs, and radio equipment. NASA argues they're losing mostly old and unused items. They also say most of it isn't really lost. It's likely still at Kennedy, somewhere. Could be something that was supposed to be listed in this place. Where it's supposed to be, it gets listed as missing. Former Keith Cowing says NASA's losing more of its technology because the space shuttle program is ending and the agency's facing cutbacks. But he believes NASA shouldn't worry too much about lost equipment. Don't spend your time tracking computers and not launching spaceships. I mean, you need to be launching spaceships. But NASA is still a government agency, so all that lost equipment still adds up to $500,000 the taxpayers paid for. The general public is not going to be happy if they know assets are missing, and it's not getting addressed. If you want to see what else NASA has lost over the last 3 years, you'll find a complete listing on our website, abcactionnews.com/iTeam. Michael George, ABC Action News. And don't forget, if you have a problem or a story idea you would like our I-team to look into, just send us an email to iteam@abcactionnews.com.
Tauche ein in die Welt von Gurkel.at, dein besser als Supermarkt, jetzt besser denn je. Entdecke ein Sortiment, das doppelt so groß ist wie im städtischen Supermarkt, mit über 180 regionalen Lieblingsmarken sowie Drogerie- und Apothekenartikeln. Ding Dong! Gurkel.at öffnen, dein besser als Supermarkt, mit Lieferung ab 3 Stunden bis zu dir nach Hause und mit günstigen Preisen.
Sorry, dass ich so lange weg war. Ja. Entschuldigung. Gut, hier sind wir. Schauen wir mal, vielleicht habe ich Glück. Ein Glückstreffer. Five, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 50 years ago, the world witnessed an unprecedented milestone, an impossible achievement, the manifestation of human curiosity, technology, and sheer force of will. Neil Armstrong stepped onto the surface of the moon in an event broadcast live to over 500 million people. A small camera, strapped upside down to the Apollo 11 lunar module, transmitted this incredible moment to Earth in stark black and white at 10 frames per second. The 7-pound Westinghouse SSTV space camera was a technological feat, but there was a problem. The space camera couldn't broadcast in the right resolution or frame rate for television. So, in order to show the world this momentous occasion, engineers at NASA tracking stations took the lunar signal, displayed it on a 10-inch video monitor, and used TV cameras to literally film the monitor. This recording, with different contrast, brightness, and resolution, was broadcast worldwide. However, the original, raw, high-resolution stream was also recorded onto 1-inch telemetry tapes as a backup. Those historically valuable tapes were stored away until the early 1980s, which is when NASA completely lost track of them. That's right, NASA lost the original recordings of the Apollo 11 moon landing. Well, maybe lost isn't quite the right word. The original tapes were most likely reused or overwritten with low-resolution satellite imagery for the National Oceanic and Atmospheric Administration, because they were running out of tapes. Gone, seemingly forever. Houston, Columbia, Gate, over. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear, over. Yeah, this is Houston, reading. But that's not the end of the story. In 2006, NASA announced they were going to try to track down any original high-resolution copies. The search team was headed by Richard Natzker, a former NASA engineer who oversaw the original Apollo 11 broadcast, along with Stan LeBar, the man who designed the original Westinghouse lunar camera, and other key figures involved in the 1969 broadcast. In an article by Wired, the team described the process of hunting through 4 million boxes at the Washington National Record Center. Lost everything. But we can go back in a nanosecond. We just lost the technology to do this anymore. But it will be some paperwork to put it back again, and we can go ahead. These records are not organized, not digitized, and not efficiently cataloged. Thousands of boxes were destroyed by a sprinkler system. 140,000 tapes from the Apollo era were checked out and never returned. Some of the places that they were sent had their contents destroyed, erased, or simply degraded through bad storage. The records clearly showed that there's an inescapable conclusion that this team has reached, and that is that these 45 tapes were included in the several hundred thousand that were pulled out, recertified, degaussed, and put back into the network. The slow scan recordings are no longer. Yes, the original lost Apollo 11 tapes are most likely overwritten with outdated satellite imagery. But that didn't mean they came up with nothing. Their search resulted in unmuddied, high-resolution copies from the original broadcast recordings. For the first time in decades, new, high-resolution images and video were It's one small step for man, one giant leap for mankind. Please, let me join your guild.
I want to be a part of a team. I know you are a... Das ist schon finished. Dann können wir mal kurz sagen, was Satelliten genau sind. Also das sind natürlich auch weiter Satelliten. It's one of the best kept secrets of space science. For transporting ambitious and hefty scientific experiments to near space. Flashy or headline grabbing as rockets. For the quickest and most cost-effective trip to near space. They are the time-honored gold standard. Satellite missions can take 5 to 7 years and millions of dollars to develop, where scientific balloon instruments can be developed on a shorter time frame and a much lower cost. From atmospheric studies to the origins of the universe, they have been the vehicle of choice for some major scientific discoveries. And new super pressure technology, along with sub-arc-second pointing capability, put scientific balloon performance on par with satellites for certain types of science. An Austrian prince named Victor Hess is a key figure in understanding where scientific balloons have come from and how they're evolving. Hess loved hot air balloons and physics. In the early 20th century, he combined his two passions in making a series of daring high-altitude flights above 17,000 feet. The aim was to measure high-energy particles in the atmosphere. His discovery of cosmic rays landed him the Nobel Prize in Physics in 1936. Pilot of the first scientific balloon. Fast forward to the end of World War II and a man named Otto Winzen. He devised a way of sealing thin polyethylene film with load-bearing tape. His helium-filled balloons made it possible to fly very large and heavy payloads. He got a patent on that in 1950. And those early balloons were so large, they didn't have any way to launch them, except they actually launched them from aircraft carriers. Modern scientific ballooning was born. The first spacesuits and other pioneering technologies designed for the space program were flown and tested on high-altitude scientific balloons. With the modern space program now at the forefront, Winzen's balloon became a workhorse for carrying large scientific payloads to the edge of space. These balloon-based experiments began to train generations of young scientists, including Mather's early experience on scientific balloons would help pave the way for his groundbreaking work on COBE, the Cosmic Background Explorer satellite. COBE's measurements of cosmic microwave background radiation would help to seal the Big Bang Theory, and ultimately win Mather and his colleague George Smoot the 2006 Nobel Prize in Physics. Stephen Hawking said it was the most important scientific discovery of the century, if not of all time. And a few years after that, we got the call to go to Stockholm. And so tremendously important result of the balloon program. Individuals can have a part in every stage of the process. John Grunsfeld, former NASA Associate Administrator, fucking VPN, the slash FPN.
Also diese Blechdosen da, ja. Und das Satelliten, also kein echtes Bild davon. Alles sieht schwer ein. Also computergenerierte Bilder. Nicht einfach noch. Ja, so wie das dann. Junkman. Okay, man schaut auf zu der Flache Erde. Nicht mal hin. Ist da vorne, ne? So. Ja, also so viel zu den Satellitenbildern. Nichts Gescheites dabei. Gut. Machen wir wieder weiter. An astronaut, worked on scientific balloon payloads while earning his PhD. The first time I saw a balloon launch, helium was in the bubble, it was on the spool opened up, and I heard the rustle of the polyethylene and saw it rising, and then the balloon took off and off it went. I thought, this is just the coolest thing ever. I went on to do 3 Hubble Space Telescope servicing missions. And for that, it was much more like scientific ballooning. Because there was a moment where I was inside of the Hubble Space Telescope, this time in a spacesuit, working with tools, reaching inside of the Hubble, reaching into my balloon gondola. Things that I learned in building the payloads, preparing them for flight, was preparing me to go service and upgrade the Hubble Space Telescope. And scientific balloons have been responsible for some significant Big Bang Theory breakthroughs in their own right. The temperature of the cosmic microwave background was first measured to be 3 degrees Kelvin by balloon-borne experiments. Exactly the temperature it was predicted to be 14 billion years after the Big Bang. And we also measured the flight in different directions of the cosmic microwave background, which is caused by our motion through the universe. And both of these measurements done from balloons confirmed the Big Bang Theory. And unlike orbital, satellite-based missions, balloon-borne scientific payloads can be recovered and flown again. No organization launches more scientific balloons than NASA's Columbia Scientific Balloon Facility in Palestine, Texas. Managed by Orbital ATK for the NASA Balloon Program Office, headquartered at Wallops Flight Facility. Since 1963, CSBF has launched more than 2,600 balloons from locations all over the globe for NASA research centers, universities, and international science groups. The scientific balloons they use are made of a super thin polyethylene film that is 0.02 centimeters thick. They can fly payloads that weigh up to 8,000 pounds, 130,000 feet high, to an invisible ceiling where the atmosphere ends and space begins. Due to the natural difference in density between the helium gas used to fill them and the air, they expand to volumes of up to 40 million cubic feet. That's large enough to fit a football stadium inside. From places like New Mexico, Arctic Sweden, and New Zealand, to the coldest and driest continent on Earth, Antarctica. CSBF launches 10 to 15 balloons a year over 4 to 5 campaigns. When the scientific team comes to the field for a balloon campaign, they will be reassembling their instrument and getting it aligned or calibrated so that it's ready for flight. CSBF provides and integrates telemetry and command, balloon control, and ballast systems for each science payload.
So the idea is they come, they put their system together, we do a compatibility test to make sure that our electronic systems there's no interference between the science systems and our control systems. CSBF uses two types of telemetry. The first one is line of sight telemetry, which is sending the data through a line of sight link, which means the ground station can actually see the payload through an RF link. And the second means of getting data from the payload is through over the horizon links, which means that the payload doesn't have a direct line of sight back to the ground station, and it utilizes a satellite link to route the data through the satellite back through another ground station, probably through the internet back to CSBF, where we then deliver it to the science group. And right now, CSBF is supporting up to almost 3 megabits of data, which is 3 million bits in 1 second. Science will never be happy. They always want more data. They always want more hardware, more storage. So anytime we can incorporate those things, we're always looking at new technologies that we can incorporate into the balloon systems. With the compatibility check complete, the payload is declared flight ready. The common factor between Victor Hess's hot air balloon flights and the helium-filled unmanned scientific balloons that CSBF launches is that they are both zero-pressure balloons. And an inherent limitation of the zero-pressure design is day-to-night altitude fluctuation. During the day, the sun heats it up, the gas inside heats up, blows out the vents. Then as the sun goes down, well, then the gas shrivels up. As the gas shrivels up, so the balloon does, you're not displacing as much volume. The balloon starts to sink, and now you're sort of shoveling off ballast in order to stay afloat. You could lose tens of thousands of feet of altitude. You might fly at 120,000 feet during the day and 90,000 feet at night, which limits the amount of science returned for some science. Because of this altitude fluctuation with zero-pressure balloons, polar locales like Antarctica and Arctic Sweden with 24-hour-a-day midnight summer sun are hotspots for long-duration scientific ballooning. This altitude fluctuation is also the genesis for NASA's newly developed super pressure balloon. The reason for super pressure ballooning is they have absolutely stable altitude day, night, and it doesn't matter how cold the atmosphere is. They are sealed. So your shape is always the same. You always displace the same amount of air, and therefore you have the same amount of buoyancy all the time. This day-to-night altitude stability allows superpressure balloons and the science they carry to move away from the poles, offering scientists new views of space from mid-latitude locations, like Wanaka, New Zealand, the NASA balloon program's newest base of operation. Another exciting example of how scientific balloons have evolved as a next-generation science platform is the development of the Wallops Arc-Second Pointer, or WASP. It's a pointing system that we use for science instruments that need to finely point at an object in space. We have a traditional rotator that can point a gondola within 1 or 2 degrees. But there's some science investigations that need to look at an object very, very closely. And so that's where you can get an even closer look to the arc-second level using a WASP system. When it comes to launching a scientific balloon, all responsibility for the payload, rigging of the flight line, and the launch itself belongs to the Columbia Scientific Balloon Facility. Whether a super or zero pressure balloon that is being launched from New Mexico or Antarctica, the rigging of the flight line is essentially the same. It begins with the payload, where suspension cables connect up to a truck plate, allowing the gondola to hang from the launch vehicle. And then above that, you'll have our ladder. And the ladder is a steel cables that are separated by drape over the launch vehicle, and then they connect to the base of a parachute. This connection is the parachute separator, which separates parachute and payload after landing. The top of the parachute connects to the base of the balloon.
And at that point, you have our terminate system that has all the control functions for separating the parachute and gondola from the balloon when it's time to terminate the flight. Parachutes range from 46.5 to 159 feet in diameter, and from 200 to 750 pounds. The bigger the payload, the bigger the parachute. The same can be said for balloons. On the small side, you have a 4 million cubic foot balloon, and we fly up to a 39 million cubic foot balloon. On a smaller balloon, inflation takes anywhere average around 20 minutes. And we have the larger balloon, the inflation actually can take up to like an hour and 15 minutes. Whether scientific balloon must be nearly perfect too. A standard zero pressure balloon calls for winds on the ground to be less than 6. Keiner angegriffen, aber ein bisschen Spaß muss auch sein. Low-level winds at 800 to 1,000 feet need to be within 10 to 12 knots. On top of that, the surface and low-level winds must be lined up in the same direction. What we can't have is a wind that is opposing. In other words, if we have winds up at 1,000 feet blowing at 8 knots this way, we can't have the winds at the surface and the lower levels blowing 8 knots from this way. Otherwise, the balloon, when it comes up out of the spool, will start hitting that opposing wind and could actually damage the balloon or at least make it very difficult. First thing we start working on, to make sure the winds are suitable in speed. Direction do we need to lay that balloon down? We don't want to have to pick it up and move it around, so we have to make sure the winds are in profile, uniform in direction from the surface up to above the bubble. Requirements for the super pressure balloon are even more stringent. Surface winds less than 2 to 4 knots, and low levels no more than 8 to 10. There are 3 people involved in the final decision associated with launching the balloon. It'll be the campaign manager, the on-site meteorologist, and the lead crew chief, who is responsible for actually launching the balloon from the launch vehicle. They will have almost continuous discussions about changes in the surface winds and the low-level winds that they're looking for, and what they expect to see with the metrics that they're looking at for what's coming. Release the balloon, release the balloon. It's a very dynamic process where they'll release the bubble from the spool and it'll rise. It'll rise as a fluid structure as it rises above and elevates itself above the payload. And then the crew chiefs will direct the launch vehicle in a manner to bring it right up under that elongated upside down teardrop. The 10 seconds at that moment is what makes the whole year and the whole preparation for everybody. That's one of the biggest challenges that I like about this job, is making it work for everybody else. After roughly 2 hours of float time, balloon and payload arrive at the edge of space, anywhere from 110 to 130,000 feet above Earth. Once in clear conditions, a balloon was spotted 260 miles away. Science missions can range from 2 hours to 100 days. When science goals are accomplished, the CSBF crew begins the process of terminating the flight. We typically file what we call a prior to descent notice with the FAA, kind of let them know that we're thinking about terminating about an hour prior to a certain specified time. This is choreographed with NASA's safety analysis data that shows the crew where the balloon and payload can safely be brought back to Earth. When safety criteria is met, a telemetry command is sent.
firing an explosive squib that separates parachute and balloon. It also triggers a tear in the balloon, releasing the helium gas. In 50 minutes to an hour, balloon and payload are safely back on the ground. So we recover both items because we don't want to leave a footprint of NASA having been there. We take everything that we drop in out. It's important from the science perspective also that they can refurbish and refly the instrument many times in some cases. So scientific balloons are being looked at more and more in technology development. We did the low density supersonic decelerator, or LDSD, testing up for the supersonic parachutes for Mars. I see in the future additional tests that could be done using the stratospheric balloon as a platform to either lift another vehicle, do drop tests. The possibilities are endless. There are still compelling science questions which can be answered on balloon platforms, and since balloon platforms are the most cost-effective way of going after these really important science questions, that's the way we should do it. But the superpressure balloon, if you do a 100-day flight, which is what our ambition is for a superpressure balloon, it's space mission science. It's 100 days at that altitude. It's 100 days in space. Balloons are a stepping stone to space. So this is our growth system for future brilliant people and future brilliant projects. The scientific balloon program offers the opportunity to get new technology to space faster than we could ever do with a rocket program to send things to orbit. What the new scientific ballooning capabilities are offering us is a technology. The need is there's lots of great science to be done that we can do on these platforms at lower cost and get the important training to be able to test out instruments. And so now we've met a need with the technology, and that's real innovation. Es ist echt, ich bin schon so
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. "50 years ago, the world witnessed an unprecedented milestone, an impossible achievement, the manifestation of human curiosity, technology, and sheer force of will. Zewa-Komfort. Flauschig, weich, wie auf Wolken. Zewa, ein gut. Nachdem die Testperson 3,5 Gramm Haschisch genommen hatte, gab es einen deutlichen Leistungsunterschied. Der Fahrer schätzte nun die Abstände falsch. Das räumliche Vorstellungsvermögen war getrübt. Konsequent am Überholen, Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte, konsequent am Überholen. Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte. Ich will hohe Auszeichnungen wie Malbücher im Flugzeug. Rauche circa 20 Joints tagsüber, wenn's gut läuft. Mein Humor trocken wie die Kalahari. So vergesst nicht vom Smoken, ich schmeiß mir selbst eine Überraschungsparty. Puff, puff, no pass, weil hier das Weed nicht rotiert. Ich steh beim Bauen so, dass ich damit meinen Titel trainiere. Benutze Stone zum Reden, sie meinen, ich wär introvertiert. Klopf, klopf an der Tür, Sensimilia hier. Zurück in ein Landkreis. Erzähl mir nichts von Local Rappers und ihren Punchlines. Mich interessiert nur der Grammpreis. Jesus Christus, ich fördere den lokalen Weed-Tourismus. Wer mich kennt, feuert seinen Dealer fristlos. Die Felgen aus Chrom am Rotieren. Bin unterwegs als Deutschlands deluxester Drogenkurier. Der kurze Pitstop deiner Alten ihren Ofen poliert. Das Weed nimmt Einfluss auf das Lied, als würde es co-produzieren. Starker Nebel, meine Finger vom Harz am Kleben. Ich und die Jungs meinen nicht Fastfood, sollten wir mal von Nuggets reden. Hotdogs, ich lass den ganzen verdammten Wagen schweben, sowas wie ich ist nie da gewesen. Sie textet Freitagnacht, bist du back in meiner Stadt. Ich sag, schau mal vor die Tür, siehst du den Tesla Cybertruck. Konsequent am Überholen, Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte, konsequent am Überholen. Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte. Yeah. Feier den Konsum, highest in the room. Rede mit den Geistern, die ich ruf. Bekomm von den grünen Knospen auch nach all den langen Jahren einfach nicht genug. So leid es mir auch tut.
Mache keine Presse außer ein High Times Interview. Dreh mich nicht im Kreis, doch rap im Cypher auf den Loop. Like 1, 2, 1, 2, wait, Bender, Mike, enter mit zu. Mein Multitasking's auf einem anderen Level wie Space Travel. Ich füll Synchron, Aschenbecher und Textblätter. Ihr raucht euer Standard-Taste, ich rauch El-Jefe. Wie bei Hochspur, als wär ich Turbo, die Rennschnecke. Die sollte mich niemals unterschätzen. Ich hab Kuschensenken, größer als Santa, aber nicht zum Verschenken. Euer Gras stinkt, als würde den Busch verbrennen. Ich surf im Internet, ich surf nur auf Supers Wellen. Sir. 300 PS für zu einem Motor, der Vroom macht. Sesame, ihr back mit dem Dope, also gut nach. Konsequent am Überholen, Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte, konsequent am Überholen. Koffer voll mit vielen Drogen. Johnny Depp in Fear and Loathing. Auf der linken Spur steigt die Spannungskurve. Leben auf der Fastlane ohne Anschlaggurte. Die Würfel sind gefallen. Rapper müssen sich ab jetzt die Gürtel länger schneiden. Die Würfel sind gefallen. Rapper müssen sich ab jetzt die Gürtel länger schneiden. Jetzt sind die Würfel gefallen. Kuckuck Camp zeigt sein Mini-Würstel all. Fake Rap ist es aus dem Hinterdürtelqual. Hab gedacht, ich bin dafür zu alt. Doch da macht der Chin Gehirnzellen kalt. Selfcare, wenn Weltschmerz wegspülen. So krieg schnell mehr Selbstwertgefühl. Back in Game, kämpf mich zurück. Heavyweight Championships. Chevy Chase, Campingtrip. Noch nie von dem Milchbubi gehört. Tut das was im Kopf wie Lil Uzi Vert. Ich war High Roller, jetzt wieder Broke und Dice Roller. Bye bye Kohlmark, High Wohlfahrt. Die Würfel sind gefallen. Rapper müssen sich ab jetzt die Gürtel länger schneiden. Die Würfel sind gefallen. Rapper müssen sich ab jetzt die Gürtel länger schneiden. Jeder Wirbel und Knochen deines Körpers gebrochen. Verpasst in den Satz, heißt so Ohren so oft, als würde ich ihn stottern. Nein, von dir bleibt nichts als ein rauchendes Paar Burberry-Socken. Denn nach dem Verse wirkst du getroffen, wie von Mörser geschossen. Auch wenn ich dich aufs Bahngleis schmeiß, auf dein Grabstein scheiß. Dennoch verlasse ich dann das Gericht mit straffrei. Und selbst die Oberstaatsanwaltschaft grad danach High Five. Denn in Sachen Hurensohn ist dein Name die Maßeinheit. Sie leben hoch auf den Leuchttafeln, da steht es groß. Dilemma und Sammy, die deutschsprachigen Ray und Ghost. Klöten in der Größe eines Chevrolets. Sie Rapper kriegen Eier höchstens nach Geschlechts-OPs. Nicht gerade der wortkarge Typ, am Mike sofort aggressiv. Ich hinterlasse dein Freestyle-Stammtisch wie ein Orkangebiet, der aus dem Sportwagen stieg und stark nach Kornfahne riecht. Doch verkatert, doch heute Morgen kam der Vorladungsbrief. Glaub mir, immer wenn ihr Rap-Beef startet, erinnert mich an Takeshis Cut. Hi Chris, bist du nicht da? Hallo? Oh je. Ja.
Christian? Christian? Das ist mein Handy, oder? So. Ah, recht. So. Ist das so? Das geht mal ordentlich so. Christian? Oder bist du echt ausgestiegen und bist einfach davon gerannt? Oh Gott, okay. Ja, das kostet viel Geld. Ich glaube, auf der. Furchtbar. Ist der aber. Checkst du doch? Was du das check? Ja, mein Stück. Echt? Oh, Scheiße. Danke. Christian, du bist oben live. Alter Schwede. Ja, du bist oben live. Ich meine, der ganze Livestream. Hier. Ja, furchtbar. Was ist denn du, aber? Ehrlich, ohne Scheiß. Jetzt machst du mal präsentieren. Das kann man nicht einmal ausschalten, Alter, was der. Ja, servus, Alter. Ja, du hängst ja gleich umhauen, Alter. Ich herkomme. Christian, du bist so leise. Hallo? Du hast etwas falsch hingestellt, Christian. Entschuldige, Mike, ich habe nicht gesehen, dass mein Mic aus war. So. Und der Adrian ist kurz zu Besuch. Und der Adrian ist zu Besuch. Schau, sagt er. Wie lange bist du schon abgefallen? Gerade vor 10 Minuten bin ich gekommen. Schau, komm ein bisschen Ferien. Hey Adrian, du hast... Ja. Wo bist denn du? Auf welchem Bild? Der Bruder hat das viele Bilder offen. Das ist er. Servus Adrian, schön dich zum Sehen. Servus. Alles locker, oder? Ich sehe niemanden heute, ich sehe uns. Das ist mein Bruder. So, er hat die Kamera Michael. dabei. Rest in Peace Club, was der Ruhe in Frieden Club. Nein, ich habe jetzt geschaut, wo dein Videobild ist. Ja, ich hab keine Kamera, was da. Ich habe nur einen. Deswegen. Was der Laptop und alles, was. Aber stell dir einfach mal Blick. Er ist zu schwach. Wenn ich Laptop kaufen, ich bin am Überlegen, ob es gescheit ist, einen Neigen kaufen oder nicht besser an, der nicht so viel Technik drinnen hat. Na, da fragst du mich ja. Genau, das war genau. Mike, wiederhol dich. Wo zum Beispiel Kamera und Mikrofon kann ich mit USB anstecken und so weiter. Ja, frag mich da. Wenn ich es abstecke, kann nichts gefilmt werden und so. Ja, ich bin EDV-Techniker, ich mache das, das ist alles, was ich in meinem Leben lang getan habe. Habe ich geschaut, Alter, dass man das Beste aus seinem Geld rausgeholt, was Computer angeht. Und ich kenne mich aus bei Computer. Du kannst mich sicher beraten, großteils kenne ich mich aus. Das meine ich, was. Und dann bist du wirklich zufrieden, auch, was der und nicht Scheiß. Du hast Christian hat gerade gesagt, du hast da dein selber zusammengerichtet. Ja, er ist EDV-Techniker gelernt. Der hat EDV-Technik. Ich habe bis jetzt noch keinen Laptop, weil wurscht welchen ich finde, es ist keiner so ausgerichtet, wie ich es haben will. Weil ich brauche keine gute Grafikkarten und nichts, dass der Computer so schnell arbeitet für Spiele und so. Der hat sogar.
Ja, ich brauche das eben nicht. Ich brauche zwar einen guten Arbeitsspeicher und einen guten Prozessor, aber sonst eigentlich, was gut sein muss, ist die Grafik, die Soundkarten und auch die Eingänge für. Also Verstehe schon. Cool wäre dort der iPad, wirklich. Cool aber wenn ich es mit meinem DJ-Equipment zusammenstecke. Qualität, verstehst du? Also ein iPad mit einer guten Sound und da kommt sicher krass. Das ist sicher ein krasses Sound. Ja, da schaue ich da gerne ein. Ja, Schickt er dann aber das Spezialhandy vielleicht sogar, was? Christian, der wird kurz mich sicher. Na, Michi, weil die meisten CD, also DJ-CD-Player geben nur 20.000 Hertz aus. Und auf der CD wären ja 44.000 Hertz möglich. Also okay. Ja, du brauchst eine gute Soundkarten, der was drinnen verbaut ist. Also gute Soundkarten. Schnellere DVD. Aber das ist kein Problem, du kannst dir den nämlich extern auch kaufen, weißt du. Wichtig ist, dass der Computer für dich zugeschnitten ist, was du brauchst. Ne? Also wenn du viel schneiden tust und so, dann brauchst du viel Ressourcen, dann brauchst du viel RAM, dann brauchst du einen guten Prozessor. Das kommt ja darauf an, was du machen willst. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Ja, das mit Arbeitsspeicher und Prozessor ist mir schon bewusst. Ja, mit Soundkarten, da Soundkarten kannst du extern auswählen. Vom Mediamarkt oder sonst was, sondern eine, der was schon zugeschnitten ist. Und ich habe die meiste Musik auf CD. Und was willst du machen? Sag einmal, für was du brauchen würdest. Ich habe daheim Mischpult und also DJ, das mit DJ verbinden kann. Das ist halt beim Laptop immer ein Problem, weil ein Laptop im allem, was du tust, einfach teurer ist, weißt du? Ein Laptop ist, wenn du jetzt wirklich Musik machen willst oder so und viel schneiden willst und so, weißt du, also weißt aber das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nee, um das geht es ja nicht. Du musst ja in Echtzeit irgendwas machen, nicht? Da brauchst du einen guten Prozessor, da brauchst du viel Arbeitsspeicher. Nicht? Das ist alles, was du in Echtzeit machst. Musik, Videos, egal. Ja, ist da wirklich ein guter Ansprechpartner, verstehst du? Wenn es mit dem Richtigen hast. Michi, siehst du uns? Ich sag sogar besser wie der Alex. Wirklich. Was? Michi? Ja. Siehst du uns? Ja, sicher. Ja, natürlich. Machst du Stickel zum Putschen? Ja, guck mal, setz dich her. Kein Thema, setz dich her. Gib mir nur bitte dein Ding. Ich habe nur keine Kamera, nicht, sonst hätte ich sie anschalten. Ja, nein, und da können wir reden, was es kommt ja auch drauf an. Ja, ich denke mal, das machen wir besser, wenn wir uns so treffen. Ich habe auch 300 €. Da wird's mit einem, das geht nicht, aber es ist einfacher zum Quatschen, wenn man nebeneinander sitzt. Hast du was gewählt? Adrian, ne? Wenn du zu mir sagst, du hast ein Budget für, sagen wir, 300, 400 €, dann muss man halt in dem Budget was finden, was am besten zu dir passt, verstehst? Wenn du jetzt ein Budget hast für 1.000 €, tue ich mir als Techniker natürlich leichter, weil da habe ich ein viel größeres Spektrum, verstehst? Aber um das geht es nicht. Was kannst du zahlen? Nicht? Weil ein Laptop immer teurer ist wie ein Standcomputer. Nicht? Ich meine, ich kann also 400, 500 € könnte ich für den Anfang ausgeben. Das ist wichtig zu wissen, für mich. Wenn ich einen Computer für sowas benutze, glaubst du, ist es dann später nachrüsten? Beim Laptop nicht. Beim Standcomputer schon, beim Laptop nicht. Ne? Das ist klar. Ein Laptop kannst du kaum mehr nachrüsten, weißt du? Gerade in der Preisklasse. Heutzutage sowieso nicht mehr. Nein. Ja, nicht heutzutage, war schon immer so. Weißt du, ein Laptop, der ist so, wie er gebaut ist und du kannst vielleicht noch ein bisschen auf RAM aber du kannst den Prozessor nicht mehr tauschen und du kannst den nicht wirklich aufrüsten. Nicht? Das kannst du nur beim Standcomputer machen.
Ja, ich habe jetzt nur gemeint, die Laptops, was noch mit XP oder sowas gelaufen sind, da hast du ja noch Arbeitsspeicher, das unten aufschrauben können und noch einen Arbeitsspeicher bei manchen dazu tun können. Das kannst du heute noch. Weißt du kannst, es gibt sogar Laptops, da kannst du die Grafikkarten austauschen, aber es ist sauteuer, weil jede Grafikkarte, was der mit teuer die Dinger sein, nicht? Oder die Geräte nur, weil Ich schaue immer wieder bei so Computerklinik und so weiter eine. So Soundkarten, was 1400 € kosten. Sowas braucht man nicht. Ja, Blödsinn. ich finde es nur faszinierend, weil Du gehst mit alles, wenn du genug Geld hast, dann. Die Geräte, also so eine Soundkarten, mit der wissen die gar nicht, was sie machen soll. Du musst ja wahrscheinlich, also kannst wahrscheinlich schon dann deine eigenen Filme drehen. Jetzt ist ja die Frage, was du machen willst. Nicht? Ich weiß ja nicht, für was du diesen Computer brauchst. Du hast gesagt, du willst da deine Geräte anschließen, oder was? Es darf zugesteckt werden am Mischpult. Da brauchst du sowieso was dazwischen, weil das geht mit deinen Stecker, kommst du in keinen Computer rein. Da brauchst du sowieso. Ein Laptop stimmt in einem Laptop nicht, weil das ist. Michi, er hat so ein oft elektronisches Mischpult, das der mir gehoben hat. Nein, ja, ein bisschen Elektronik, aber. War ich schon bei dir? Ich habe das ja schon alles gesehen. Weißt du noch, wie bei dir war? Ich? Ja, sicher. Ja, da habe ich das ja schon alles gesehen. Damals habe ich zu dir gesagt, schau, das funktioniert ja noch alles. Da hast du zu mir gesagt, nein, das funktioniert alles nicht. Hat es auch eine Zeit lang nicht. Ja. Aber ich hab noch Garantie gehabt bis 2. August und habe es 2 Tage bevor, ich habe dann gerade noch rechtzeitig eingeschickt, 2 Tage vorher, und haben jetzt vor 2 Wochen oder was, habe ich ihn zurückgeschickt gekriegt. Okay, ja, ist perfekt, ne? Ja, sehr klasse. Was die ganzen Downloads, was du gehabt hast, oder was? Die ganzen Sachen, oder wie? Weil du hast ja so Geräte gehabt, da hast du noch sogar noch CDs einlegen hast können, ne? Das habe ich ja bei dir gesehen. Ja. Einzel-CD-Player, ja. Ja, genau, ja. Ich meine, das sind ja tolle Geräte, die müssen halt nur funktionieren, nicht? Weil du hast zu mir damals gesagt, greif sie nicht an, weil das funktioniert eh nicht. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, passt eh. Das ist eh kein Thema. Ja. Ich hab's auch nicht gewusst, weißt du, aber wenn es funktionieren, wäre das schon klasse. Da kannst du so viel machen mit den Geräten. Das ist ein Hammer. Kannst digital alles einspülen. Da brauchst du wirklich noch einen Laptop, der muss das alles mixt für dich, weißt du. Da muss man sich halt nachher mit der Software ein bisschen auskennen. Das ist halt dann wieder eine andere Geschichte, nicht? Aber ja. Ja, da muss ich noch nachdenken und dann rede ich ja mal persönlich, weißt du, weil dann tun wir das einfach, was du brauchst, weißt du, und das geht so. Weißt du, da kenne ich mich aus, ich sehe die ganze Welt in Nuller und Einser, weißt du, ich bin so ein Matrix-Scheißer. Das habe ich auch schon mal gehabt. Ja, ja. Echt? Also, das habe ich am Laptop geschaut und habe alles nur mehr in Punkten und Strichen gesehen. Das habe ich jetzt nicht gemeint, aber schau, die Welt ist ja ziemlich, sie hat bestimmte Gesetze, nachdem sie folgt. Nicht? Der Computer ist das Gleiche. Ein Computer braucht Gesetze, damit es funktioniert. Ja. Die Welt ist das Gleiche. Nicht? Also das, ja. Und deswegen sind Computer, deswegen sagen ja auch viele Menschen, Alter, sie denken, sie seien in einer Simulation. Ne? Weil es so. Ja. Die Theorie, dass wir wirklich in einer Matrix leben. Richtig, genau. Wenn du das von jemandem anhörst, der sich da wirklich eingearbeitet hat, dann ist es, wenn du das hörst, eigentlich, also sehr logisch. Ich habe mir dann wirklich gedacht, dass es eigentlich mehr Sinn ergeben hat, wenn wir in einer Matrix leben, als so wie die Realität eigentlich ausschaut. Die menschliche Psyche ist leicht rauszufinden, wenn du die lang genug studierst. Und das ist schon lang genug studiert worden. Ne? Länger geredet hast.
weiß man auch, wie Menschen funktionieren. Deswegen können sie uns also leicht manipulieren und weißt du, das ist so. Und wenn du jetzt keine Ahnung davon hast, dass die das machen, dann hast du ein großes Problem als Mensch, weißt du? Weil dann weißt du nicht einmal, was mit dir passiert. Du lebst in einer Matrix und weißt das nicht einmal. Ne? So, ja. Ja, das gibt für mich mehr Sinn. Die Sonne schießt durchs unendliche All. Also mich gezeigt mir gerade auf dem Handy ein Bild. Schau mal, du kennst das Bild, der warte, ich halte es gleich für die Woche. Weiter weg, glaube ich. Ja, warte. Aber ich glaube nicht, das kennst du sofort. Ach, Scheiß. Ich glaube, der Bildschirm hat umgeschaltet. Das Greenscreen. Das erkennt der Bildschirm nicht, weil es selber ein Bildschirm ist. Das kennst du, heliozentrische Welt. Das ist ja, genau. so. Und das sage ich Ihnen nicht. Also die Sonne schießt mit circa wie viel Licht? Das so schnell nicht. Also die Sonne ist schnell, bitte schau mal. Googeln dort Diskussionen. Bitte schauen wir noch. Heliozentrische Weltbild, das ist alles in Bewegung. Und das ist ja nicht der Fall. Wir bewegen uns halt kein Dann drehen wir uns noch um die Sonne und wir drehen uns das selber Ganze geht in extreme Geschwindigkeiten. Das ist Irrsinn, Alter, wenn man darüber nachdenkt einmal. Ne? Das ist richtig, aber allein, dass man sich mit 1000 km/h um die eigene Achse dreht, ist schon Irrsinn. Ich meine, 1000 km/h. Mir kommt vor 2600 oder was. Na, 1600 km/h. 1600 Meilen. Das weiß jetzt eh nur, weil sie am Äquator halt, nicht? Am Äquator, also an der äußersten Peripherie von unserer sogenannten Erde. Ne? Ja, eben weil die Erde eine Kugel ist. Warum ist sie eine Kugel? Nein, nicht warum ist sie eine Kugel. Sie ist eine Kugel und von dort aus kann man die Fragen weiterstellen. Nicht, verstehst? Absolut nicht. Das ist komplett falsch da drin, was? Es ist faktisch widerlegt, dass die Erde. Die Erde kann keine Kugel sein. Im Endeffekt macht es ja eh keinen Unterschied für uns. Doch. Es geht um die Lüge, die was uns der Teufel aufgebürdet hat. Ne? Wir sind das Zentrum. Und jetzt geht's. Du hast recht, es wäre eigentlich wurscht, auf was wir leben, uns beeinflusst, aber dadurch, dass die Lüge da ist, Alter, das ist halt. Aber 60 Millionen Dollar jeden Tag an die NASA, die was für dein Geld sein und von Geld für die Leute, die was arbeiten müssen. Das ist eine traurige Geschichte. Ne? Also die machen die ja. Die holen sich das all und das ist das Problem. Es geht nicht, du hast schon recht, es geht nicht jetzt wirklich um die, wie die Erde ausschaut, aber es geht um die Lüge. Es geht um die Lüge. Wohl, es geht um eine Lüge, verstehst du? Wenn die wer anlügt, wo du schon, aber was der allein, dass der einer so anlügt, verstehst du? Was der dir das erzählt alles. Und dabei ist es alles sehr langer Zeit. Ne? Wir sind die erste Generation, die was aufmachen. Das ist keine Frage. Das ist kein Glauben mehr, das ist faktisch bewiesen. Das ist eine Religion. Die ganzen Technologie-Sachen, eine Religion. Glauben, Wissen, Freunde. Militär verwendet Technik. Also sind 30 Jahre von der Technik und der bekannten Technik voraus. Also die Smartphones, was wir jetzt haben, hat das Militär schon vor 30 Jahren eigentlich verwendet. Wie erklärst du dann die Mondlandungen? Also im Prinzip. Die haben andere. Und wie erklärst du dann die Mondlandungen? Ja, das sind echt geil. Und wie erklärst du dann die Mondlandungen? Ganz ehrlich, das sagen wir aber. Warum soll ich die Mondlandung erklären? Naja, dann erklären wir einmal, warum wir das nie mehr geschafft haben, was wir vor wie viel Jahren? Vor 90 Jahren schon geschafft haben. Und das schaffen wir halt nicht. Also jetzt ist alles rückwärts gegangen, müsste man sagen. Es gibt zwar ein paar Sachen auf dem Mond, mit denen man
Jetzt also zum Beispiel einen Spiegel haben sie oben, so einen Satellitenspiegel, was du mit dem Laser aufschießen kannst und die Entfernung messen und so weiter. Weißt Aber du, dass das 20 kann Jahre vorher da kann einfach nur ein Satellit vorbei, das kann ein Satellit auch runtergelassen haben. Satelliten gibt es nicht, und aber wurscht. Die Mondlandung, das war ja ein Wettrüsten zwischen Russland und der USA. Wenn du denkst, die Flache Erde ist, denken wir uns so. Wir glauben an kein Universum rundherum. Warum sind die anderen Planeten nicht flach? Natürlich nicht, weil das Universum... die sind als Sterne sichtbar, diese Planeten. Und es sind auch Art Lichter im Himmel, wie genau am Nordpol gibt es einen Polaris, der steht genau immer still, das ist der hellste Stern am Himmel. Sagt er was, Polaris, ne? Der ist über dem Nordpol. Ja. Und das ist in der Mitte von der Erde. Und das ist Sperrgebiet außerdem. Da gibt es Abkommen von 259 Ländern. Reden wir nachher, das telefonieren wir gerade mit Michi. Sprechen wir nachher. Ich würde nur sagen, das glaubt von uns keiner, verstehst? Wir glauben an, wie gesagt, ich finde es so arg, dass du schon sagst, wir. Ja, so, in Amerika gibt es ja schon Fernsehsendungen. Wir reden mit Leid, verstehst du? Wirklich, ich bin jetzt 2 Tage wach und ich war in 4 Chats, glaube ich, und da sind eben Leute, die sind auch dieser Meinung und das ist klasse. Wahrscheinlich sind die auch schon 3-4 Tage munter gewesen. Was der Chris auch nicht versteht, das ist keine Meinung, das ist ein Wissen. Weil du kannst das zweite Gesetz der Thermodynamik nicht aus der Kraft setzen. Das geht einfach nicht. Wenn du das probierst, dann musst du gegen alle, gegen die Naturwissenschaften gehen. Nicht? Und das ist das, was leider Gottes, du kannst kein Vakuum haben. Es gibt kein natürliches Vakuum. Das wird nie passieren. Also ein absolutes wäre eigentlich nur, also wenn es einen Urknall gegeben hat, dann war vor dem Urknall war vielleicht Vakuum. Aber deswegen hast du ja eine Theorie des Urknalls. Das heißt nicht. Also die Flache Erdentheorie. Nein, das ist keine Theorie. Die Flache Erde ist keine Theorie. Das ist nicht anerkannt von der Wissenschaft. Weil die Erde wird flach gemessen. Du kannst die Erde nicht in einer Kugel messen. Du musst die Sonne so weit weg aus, Adrian. So sind die, sonst hättest du, vor 500 Jahren hätten die Leute nicht übers Meer fahren können, weil sie gemessen hätten, wie weit sie fahren müssen, wo sie hinkommen. Das ist ganz wichtig. Ne? Und das kannst du auf einer Kugel, weil du einfach da Christian, braucht man immer 3 was. Dann setzen wir uns so her, dass wir beide, dass uns der Michi beide sieht, damit können wir zu. Das ist der Christian. Man immer 3 was. Das ist immer so. Servus, Bruder, hallo. Alles gut gegangen, ja. Das merkt auch, wenn du was dazu hast. Ja, sicher, sowieso. Weißt du, ich habe die Kamera meistens an. Passt alles. Nein, Michi, weißt du, ich habe leider die App in der Hand, weißt du, und sage in dir, weißt du. Verstehst, die Sonne ist unser Zeitsystem, verstehst? Wenn die Sonne jetzt genau da ist, gell, dann ist in 24 Stunden genau wieder da. Das ist unsere Zeit. Das ist wieder etwas, wo ich gar nicht bei deiner Meinung bin. Ja? Was, Michi? Es ist wunderbar, dass die Zeit also nach der Sonne gerichtet ist, Michi. Dann kannst du einstellen, dass die so anzeigt, dass auf der Südseite, also dass bei uns Winterzeit ist. Dann dreht sie sich um den Kreis. Das ist der Kreis des Steinbockers. Der rote ist der Äquator und der innere ist der Kreis des Krebses. Da kannst du Datum einstellen. Wenn die Sonne im Norden ist, richtig kannst du da einstellen. Richtig. Wenn du jetzt zum Beispiel Juni oder Juli oder August. Ihr zwei macht es einmal, ich bin einmal raus hier. Wir machen das nicht. Ich hab schon gesagt zu ihm, dass. Ich tue mich immer auf Fakten beruhen, ja. Ich brauche Fakten, weil darf ich kurz etwas präsentieren. Wenn jetzt einmal eine Map da rauszieht,
Ja, Es ist echt was überhaupt sehenswert. nichts mit uns Erde, weil keiner weiß, auf was wir leben. Erstens einmal. Nicht? Wir wissen nicht, was die Sonne ist, wir wissen nicht, was der Mond ist. Wir wissen, dass Aber wir wissen, einer dass sagt, in der Ela weiß nicht, was der da tut da oben. Dann hat er einen Scheiß erzählt, weil er weiß es natürlich nicht. Er hat es noch nicht gesehen, er war noch nicht dort. Das ist das Problem, was wir die ganze Zeit... Sie können nur mit Geräten gewisse Messungen machen und nach dem ausrechnen und ja. Aber das ist das, wo die frisch Flat Earther, sage ich immer, auf diese Falle reintappen. Was? Sie denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja? Und wissen jetzt auf einmal, wo sie da drauf sind. Wissen sie absolut, wir wissen es alle nicht. Das ist ja das Problem, wo wir sein. Nicht? Das ist eine Suche. Nicht? Und wir wissen es nicht, weil uns wird das ja auch nicht beigebracht, nirgends. Na, wir werden in der Schule indoktriniert. Ja, was genau, was mit dem Mond ist, dann lebt er. So verstehen mich. What I was going to say is that they Oder bist du mit Bitteschön. Michi? Ja, bitte. Warte, ist meine Aufgabe. Ist meine Aufgabe. Wollen? Na, passt alles, ja. Passt alles. Das zipft mir einfach an. Den Stream muss ich da einfach sagen, Michi. Der möchte mit mir Schickst du mir einfach die URL? Nein, das ist der Stream, der hat der Soul gemacht, ja. Den muss ich mit euch anschauen. Der ist so ein Traum. Also er ist so traurig irgendwie, hart zum Anschauen, aber er zeigt die Realität. Es immer, like you said, they throw it in your face. Genau das, was ich verabscheue, Alter. Zusammen an und wir Panda. Ihr braucht immer jemanden, der was nachrennt. Ich habe mir das selber rausgepflückt. Black shirt, black pants, and a pizza box. Jetzt weiter und holt eure Idole raus, Alter. Nichts anderes wie Madonna noch zu rennen. Unglaublich. Like she wasn't excited at all to see that guy. You know, you think a little kid, oh, that's the president. She walked up there, got her candy, and ripped, man. She was ready to go. Mike, RG, what's happening, my man? You're muted. Hey, what's up, guys? What's going on? Thank you for holding this space, Solve. How are you, Lowry? Ladies and gentlemen, hope you're all having a good night. Okay. Michi, yeah, I was cool, man. just Cool. gonna play this little clip of Tucker Carlson here. Yeah, I want to Okay. watch that and like this is the before can I preface this real quick? First of all, I used up all my F words, so I'm not gonna use. Secondly, this was one of the weirdest things I saw in the last fucking 10 years. So like that's my preface. Go. Yeah, I gotta say, you know, and to hear it coming out of this guy has got me wondering. This is just more little pieces to the shit, you know? But this is interesting. I want to check out this guy's new documentary. The presence of evil starting people to wonder about the dreams that happened to you. This happened to you? Oh, yeah. I had a direct experience with it. In the milieu of journalism, or just in my bed at night, and I got attacked while I was asleep with my wife and four dogs in bed. Physically violent. Wir haben ein sehr toughes spiritual attack Thema, by a demon. Yeah, nichts by a demon. machen, Or by something unseen that left claw marks on my sides, on my. So he left physical mark. Oh, they're still there. Yeah. A year and a half ago. It wasn't. I was totally confused. I woke up and I couldn't breathe, and I thought I was going to suffocate. And I walked around outside, and then I walked in, and my wife and dogs had not woken up, and they're very light sleepers. And then I had these terrible pains on my rib cage and on my shoulder. And I was just in my boxer shorts, and I went to flip on the light in the bathroom. 4 claw marks on either side underneath my arms and on my left shoulder. Please comment the one. Keine eigene Meinung. No actual claw marks. And I sleep on my side, so I wasn't clawing myself. I don't have long nails. And they didn't fit my hands anyway. But yeah,
that happen. So I'm not from a world where things like that happen. I never heard of anything like that happening before. I had no idea what that was. I knew it was spiritual immediately. You did. Okay, that was one of my questions. Yeah. I don't understand to this day. I'm not going to put it. You didn't try to refute the spiritual part in your own mind. You went right into the. Well, it didn't make any sense, and it doesn't now. But I'm not from a, what do they call it, faith tradition that talks about things like that or even acknowledges their existence. There's nothing like that. I've never heard anybody say anything like that in my whole life. What was the next day like? Well, the next morning I woke up and I thought that was the weirdest dream I've ever had. And then I saw blood on my sheets and I realized that was not a dream at all. I called my assistant. It was like the only evangelical Christian I know, well enough to call with something bizarre like that, totally bizarre like that. And she said, "Oh yeah, no, that happens. Yeah, people are attacked in their bed by demons." What? What are you even talking about? Yeah. So I mean, I'm not leaving anything out, and I'm not pretending to understand that. I can only say what happened to me, did happen to me, and then I was seized with this very intense desire to read the Bible, which I then started without any study aids or anything. I bought a Bible that didn't have any. I'm not interested in editorializing the Bible. I just want to read it and see what's in there myself. I have very low levels of trust for Christian pastors. Most of them, I'm just not I'm sorry to say that. That's how I feel. And so I just didn't. I don't want to hear other people's opinions. I just want to see what's in there. So I spent a year and a half reading it, and then I started rereading it, and it was just a transformative experience for me. But I'm not. Ich mache Pause. Bitte, Michi. Ich möchte nur was sagen. Adrian, glaub nicht an den Scheiß, was da andere Leute, diese Prof und diese ganzen Leute, schau bitte selber ein. Adrian, tu dir das nicht glauben, was da andere Leute da herpullern, die kommen da noch, mit Christentum daher und mit dem Scheiß. Tut euch auf, anfangen tut man für sich selber. Und wenn man das selber einmal gesehen hat, dann kann man was machen. Das Schlimmste ist, auf andere Leute zu hören. Das ist so. Gerade in so einer Sache, wo es um so viel geht, da geht es wirklich um uns selber. Und das muss jeder selber, das ist ein Weg, den was jeder selber gehen muss. Ja, das kann man jemandem nicht beibringen. Ja, aber mit Schämen drum, weil es eben oft Freundschaften ein bisschen angreift, verstehst? Es greift sie echt an. Ich bin im Prinzip offen gewesen dafür, weil ich es von dir und zuerst von Mike gehört habe. Ja, aber du bist gekommen, verstehst du, du hast gesagt, wir reden nicht über flache Erde. Ja. Finde ich geil, dass wir es jetzt tun. Finde ich geil, weißt, aber ich sage nur, was, so bist gekommen, nicht? Ja, okay, natürlich, akzeptiere ich was. Und das ist ja schön, was das ist ja interessant, was du ist das auf jeden Fall. Wir hören ja gern deine Meinung, was? Mein Bruder ist so einer, er hat was gehört, der muss es gleich weiter palabern, oder? Das ist so eine Sache. Was? Ja, ich bin ein Weitergeber. Ohne, dass man das nachprüft, was? Man muss das schon sehr viele Jahre meines Lebens dafür verwendet, all das Sachen, was andere Leute gesagt haben, einfach nachzuprüfen. Und dann bin ich drauf gekommen, hat er recht oder eben nicht recht. Aber dann kann ich wenigstens was sagen. Weißt? Das ist wichtig. Ja, okay. Jetzt muss ich mal an. Ja. Das Schlimmste ist, jemanden nachpalabern. Was? Das will ich ja nicht. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen. Bei Gott nicht. Das muss jeder selber machen. Ja, natürlich. Kann ich auf Play machen, Michi? Ich bleibe auf jeden Fall bei der Meinung des heliozentrischen Weltbildes, weil ich so mit euch diskutieren kann und mich austauschen kann. Super, aber kannst du mir sagen, warum du bei diesem Weltbild bleibst? Kannst du mir eine Sache sagen, die was nicht... Hör mal zu, ich war noch nicht fertig. Kannst du mir sagen, dass du mich überzeugen könntest, wieder zum heliozentrischen Weltbild zurückzukehren? Was ist dein was raus gegen die Mauer, wie verrückt? Was ist dein bester Ding, was die beim heliozentrischen Weltbild haltet? Was ist es? Also, was mir am heliozentrischen Weltbild haltet, ist, dass ich als Elektriker viel mit Physik auch gelernt habe
Ja. Und das für mich mit heliozentrisch mehr Sinn ergibt als mit der flachen Erde. Aber wenn du mir jetzt fragst, was ich dir sagen darf, genau, dann solange du nicht was selber wieder, also weil ich bin ja von dem, verstehst du? dafür interessiert, solange du nicht selber das wissen willst, ja, wirst du nicht von dem runtergehen. Tue ich ja auch nicht. Und deswegen möchte ich nur, das ist ja das Problem, was man, ich würde gern das von mir erzählen. Ich bin nicht gern der Typ, was noch, der was am Rand der Gesellschaft steht und der, was halt am Blödsinn liegt. Warum sollte ich denn das machen? Verstehst du? Gern dabei. Schauen wir, dass wir alle noch 20 Jahre älter werden und schauen wir mal, wie sich die Theorie von der Flache Erde weiterentwickelt. Nur ich bin halt draufgekommen, dass eben die Physik eben auf einer runden Erde überhaupt nicht funktioniert. Das ist das Problem. Deswegen bin ich ja draufgekommen. Ich bin ein Physiker, eigentlich. Weißt, und das funktioniert nur auf einer sich nicht bewegenden flachen Erde, weil sonst würde es das nicht geben. Du hättest kein Wasser. Wasser, das muss in einer Linie, also horizontal fließen würde. Du hättest immer eine Krümmung auf Wasser, egal wie groß es ist. Verstehst du? Es ist immer eine kleine Krümmung. Immer, weil Wasser ist eines der schönsten Materialien, was wir als Flache Erdler haben, weil das immer in einer Linie ist horizontal. Deswegen hast du ja eine Wasserwaage, nicht? Damit du was ausmessen kannst. Wenn du jetzt Swimmingpool oder so wie ein Aquädukt, genau. Die Römer haben bei den Aquädukte ja auch bei, sagen wir, wenn es 20 Kilometer war, eingerechnet, dass pro Kilometer um 5 Zentimeter runtergehen muss, dass genug flach ist, dass es runterrinnt. Dann müsste das ein Flugzeug aber nicht so viel. Warte kurz. Wenn es den Aquädukt jetzt aber durchgehend auf der gleichen Höhe gebaut hätten, dann war das Wasser wie in einem Gefäß ruhig drinnen gestanden. Nein, eben nicht. Wenn es genauso bleibt, weil dann hätte die Erdkrümmung dafür gesorgt, dass es irgendwann oben rinnt und auf der anderen Seite auch nicht. Das ist sowieso Blödsinn. Deswegen funktioniert die Physik ja nicht. Das Wasser geht ja mit der Erdkrümmung mit. Nein, es gibt Flüsse, die fließen genau die andere. Ja, das wäre das Gleiche wie bei einem Flugzeug. Ja, aber das sind ganz seltene Ausnahmen und da gibt es. Ich rede jetzt mit ihm, Christian, kurz. Da müsste ein Flugzeug ja die ganze Zeit die Nase nach unten halten, stimmt das? Weil du müsstest ja da Nein, weil sowieso, wenn du den gleichen Abstand einhaltest, du musst aber immer die Nase nach oben tun, weil sonst kann er einen Abstand nicht halten. Hallo Christian, du fliegst immer weiter weg von der Erde, wenn es gekrümmt ist. Du fliegst immer weiter weg. Du fliegst so, wenn du den Abstand haltest. Fliegst du, musst du immer die Nase nach unten korrigieren. Weil sonst kommst du nicht um die Kurven. Wenn du es nicht tust, dann fliegst du gerade, dann fliegst du ins Weltall. Die Erde ist ja nicht eine Perle. Du kannst auch noch 5 Minuten mit ihm haben. Ich sag mir einmal 5 Minuten mit ihm. Ja, ich auch nicht. Das ist mit dir los. Aber möchtest du halt dazwischen quatschen oder was? Hey, ich kann auch dazu reden. Jetzt brauchst du nicht so. Du nicht so mit mir umgehen. Mach mir das auch so, Mandle. Ich 1 Minute, du 1 Minute. Aber red mir nicht dazwischen auf der Rede, Entschuldigung. Reicht mal langsam da. Da, die ganze Zeit. Ja, jetzt auch. Es ist genug. Ich hab's verstanden. Es tut mir leid. Aber jetzt hör auf. Na, jetzt sagst du. Lass es mich. Ich weiß, was du meinst. Dass er manchmal jetzt nicht eingeht. So weniger koksen und so mehr zuhören, der Mensch. Deppert wäre bei den Trötel.
Ja. Michael, das will ich mir nicht anhören. Lass mich in Ruhe! Leute, verstehst Du hast mir nichts zu sagen, aber... Hör jetzt auf mit deinem Blödsinn. Ich will nicht da streiten mit dir, für das bin ich nicht im Stream. Ich bin nicht da mit dir zum Streiten. Ich schau mir ein Video an. Verdammt. Ein Arschloch da. Blöder, Alter. Hör auf mit der Scheiße. Lass es. Holding myself out as someone from whom you could get theological advice because I'm not. I don't know. I don't understand any of it. But yeah, that happened. I have no idea what happened. All I know is I was dead asleep with my wife and dogs, and I woke up with claw marks on my rib cage underneath my arm. Bringt jetzt keinen von uns was, wenn wir da jetzt schreien. But that happened to me, and so I just was like, wow, that's real. Whatever that is, I'm even not sure what it is, but very real. And so then that presence of that evil launches something. So yeah, Sob. So like, I mean, on this subject, and I'll tell you right now, he was talking about about 6 months ago, and I heard him do this in another piece that he put out, and this guy, I don't know what Tucker Carlson's role is, or Trump's role is, or fucking any of this role is, but that story started about 6 months ago. Ich mir entschuldigt noch. Das ist ja lächerlich. Fast nur da drauf. Ja, ich darf mich verabschieden. Ja, da wieder. Wo? Ich bin ja nicht besser. Nein, er war auch nicht besser, nur ja, okay, er war es wieder, aber er hat mir was erzählt und Redet fertig. Ich hab interrupted, bevor er fertig geredet hat. Entschuldigung. Ja, Ich Entschuldigung. tendiere drauf, Ich wenn ich was werde jetzt nicht konsumiert zum habe. zweiten Michi, dass ich dir das auch noch vorhalte habe. Also ich glaube, er ist schon aus dem Stream. Nein, das kann man nicht. Das tut er oft. Und das was der tut mir dann weh, weil dann erstens bin ich allein, weil zu zweit macht es viel mehr Gaude. Am Anfang war es auch, hat es Vollgas hingehauen, aber ja, zur Zeit wird es immer, dass es so endet, leider. Das wenn es zu zweit seid. Ja, kommt Also mit nur mir, ihr irgendwann streiten wir Vollgas, verstehst du? Ich streite nicht, aber ich muss mir halt irgendeine Meinung anhören, verstehst du? Ja, kannst du. Hallo Mama. Ich bin zu Besuch bei ihm. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich im DOZ da kannst du so reden, Alter, im Stream. Aber es war so ein schöner Tag, dass ich gar nicht heimgehen will. Ja. Und ich habe mal um 10 Uhr geheim, das war so schade. Immer mal. Aber okay. Ich dir. An Papa. Ich weiß nicht. Ja. Tschüss, Papa. Amphetamine salts. Adderall, which is basically, I know, but it works differently on you than it does on me. Ich habe meine Aggressionen, was ich gegen meinen Vater gehabt habe. Und dass ich Sind deine Eltern noch verheiratet oder was? Verheiratet sind sie noch, aber sie wohnen eigentlich aufgeteilt im Haus. Ja, ist ja gut. Meine Mutter im Haupthaus und mein Vater in der zweiten Wohnung. Okay, haben sie ein Haus in Graz? Egal.
Danke. Also, Schön. ja. Was arbeitet der Fetch? Letztes Mal vor der Pension. Ja. Er war Elektriker. Elektriker, cool. Ich hab's gern gemacht, ja. Er hat immer im Ausland gearbeitet. Also, Ja, ich war ja in Mexiko, Monterrey. Das ist cool, ja. Das finde ich voll faszinierend. Voll geil. Ne? Ich bin zwar in der Mont Blanc gewesen, aber da war ich halt gerade erst 5 Jahre alt. Verstehe. Ich war schon mit 3 Monaten im Irak. Mit 3 Monaten. Mein Vater hat immer Tunnelbau gemacht. Ich bin auch mit Verstehst du, hat immer Tunnelbau gemacht. Gell? Tunnelbau, ja. Ja, das ist in Österreich bekannt dafür. Ich war immer so 3 Jahre tätig, gell? Pro Land. Und dann hat er immer die ganze Familie mitgenommen. Mich, mein Bruder, noch ein Bruder und die Mama und er halt. Gell? Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat den Haushalt gemacht. Ja, wir sind Schule gegangen, ne? Verstehst du? Das war ja. Wenn es im ausländischen Schul warst. Nein, die haben auf deutsche Schulen waren immer, verstehst du? Haben deine Eltern eine Studentin oder was organisierte Heimunterricht gegeben hat? Nein, es hat immer Schulen gegeben, die Deutsch unterrichtet haben. Weißt du, da waren genug Arbeiter bei uns, dass sich das auszahlt hat, bei Lehrer. Weißt du, dafür. Es waren dann halt nur 4, 5 Kinder nicht, aber hast du halt einen Geografie- und Mathelehrer gehabt und Deutschlehrer. Habe ich noch nie. Weißt du, nein. Das hat halt immer hingehauen. Entweder wenn es in einer Stadt war, hast du alles gehabt, nicht? Und sonst haben sie das alles gebaut, weil es wirklich so in der Pampa gelegen ist, gell? Dass sie ein Camp gebaut haben. Sie haben Häuser gebaut, sie haben einen Swimmingpool gebaut, sie haben einen Poolbau gebaut, nicht? Oder Schule gebaut, verstehst du, alles, das haben sie alles gebaut, nicht? Und die haben gratis dran gewohnt, gell? Und der hat bis zu 80.000 Schilling verdient, also im Ausland Steuer. Ja, ich habe auch schon gehört, also mein Vater hat auch schon auf solche Baustellen gearbeitet, wo ein Camp dabei war. Nur die Baustellen, also wo ich im Ausland mit war, waren nie in der Größenordnung, dass ein Camp gebraucht haben. Gut, aber Leute, ich werde für heute Schluss machen, ja, ist glaube ich das Beste. Wir machen Teil 2. Alles Gute, Jungs. Ciao, hab euch lieb. Euer Chairman Google. Grüße, Peace, passt auf euch auf. Keep on fighting.